Was haben tanzende Ziegen, der Papst und Starbucks gemeinsam? Sei gespannt, denn wir tauchen ein in die verblüffende Welt von Kaffee. Von der jahrtausendealten Geschichte über die immense Wirtschaftsmacht bis hin zur Pflanzenkunde, Biochemie und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Kaffee bietet erstaunliche gesundheitliche Vorteile wie die Vorbeugung von Diabetes, Parkinson und Depression. Doch ist es auch mit Gefahren verbunden, wie eine Abhängigkeit und hormonellen Schäden. Ich führe dich durch dieses komplexe Thema, zeige dir die wichtigsten Studien und erkläre dir, wie du das volle gesundheitliche Potenzial ausschöpfen kannst, ohne dich den schwerwiegenden Gefahren auszusetzen. Denn so wie die meisten Kaffee-Junkies es da draußen konsumieren, ist es alles andere als gesund. Und das wirst du nach dieser Folge im Detail verstehen. Außerdem habe ich für diesen Nikibia Ultimate Guide über Kaffee einen sehr besonderen Gast eingeladen, der genau weiß, was hinter den Gardinen der Kaffeeindustrie abgeht. Kaffee ist ein erstaunliches Getränk, das die ganze Welt erwärmt. Das sind die Worte eines der größten Philosophen der Aufklärung, David Hume. Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt beginnen ihren Morgen oder ihre Reise zur Arbeit mit einer Tasse Kaffee. Für viele ist sie zu einer echten Tradition geworden. Und einige sind so süchtig nach Kaffee, dass sie zu jeder Tageszeit nonstop Kaffee konsumieren, als wäre es Wasser. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, Kaffee zuzubereiten. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und viele, viele mehr. Die Bohnen unterscheiden sich im Anbau, der Röstung und sogar im grundlegenden Ansatz des Konsums. Manche genießen nur den Duft frisch gerösteter Bohnen, andere bevorzugen es meditativ, Kaffee in einer Kanne zuzubereiten. Und einigen reicht ein Löffel Instant-Kaffee, um seinen Energieschub zu bekommen. Kaffee ruft verschiedene Emotionen hervor. Manchmal hat man das Gefühl, dass nicht nur unsere morgendlichen Gewohnheiten, sondern unser ganzes Leben vom Duft des Kaffees durchdrungen ist. Als wäre das gesamte Wesen der Welt eine Spiegelung des Koffein-Junkies aus der Serie South Park, ständig nervös und aufgeregt, hektisch gestresst und auf Stimulantien. Kaffee verbindet die Menschen und das gilt nicht nur für romantische Dates oder Business-Meetings. Der Satz „Lass uns einen Kaffee trinken" erklingt heutzutage fast häufiger als „Lass uns einen rauchen". Die soziale Funktion des Kaffees ist offensichtlich, er ist zweifellos Teil unserer modernen städtischen Kultur geworden. Doch wo liegt der Ursprung des Ganzen? Das erfährst du jetzt. Die Geschichte des Kaffees beginnt in Äthiopien, genauer gesagt in der Region Kaffa. Der Legende nach entdeckte ein Ziegenhirte namens Kaldi im Jahr 1850 nach Christus zufällig Kaffee, als er bemerkte, dass seine Ziegen von roten Beeren naschten und danach besonders energiegeladen waren und sogar anfingen zu tanzen. Neugierig, was dahinter steckte, brachte Kaldi die Beeren zu einem Kloster, aber der Mönch dort war skeptisch und warf die ins Feuer. Doch als die Bohnen anfingen zu rösten, verbreitete sich ein verlockender Duft. Die Mönche holten die Bohnen aus dem Feuer und machten daraus den ersten Kaffee. Vom 15. Jahrhundert an breitete sich der Kaffee von Äthiopien nach Jemen aus. Dort wurde er nicht nur kultiviert, sondern auch ein fester Bestandteil der lokalen Kultur, besonders im religiösen Kontext. Muslime nutzen den Kaffee, um während ihrer nächtlichen Gebete wach und fokussiert zu bleiben. Eine Legende besagt sogar, dass der Erzengel Gabriel dem Propheten Muhammed Kaffee gab, als Ersatz für den im Islam verbotenen Wein. Eine weitere Geschichte erzählt von Scheich Omar, einem Priester aus Mokka im Jemen, der aus seiner Stadt verbannt wurde. Kurz vor dem Verhungern entdeckte er die Kaffeepflanze. Er fand heraus, dass die Bohnen, wenn sie geröstet und gekocht wurden, eine belebende Wirkung hatten. Die Nachricht von diesem Wundermittel verbreitete sich bis nach Mekka und Omar wurde schließlich zu einem Heiligen erklärt. Mit der Zeit breitete sich Kaffee in der gesamten islamischen Welt aus. Er erreichte Mekka und Medina und fand seinen Weg in größere Städte wie Kairo in Ägypten, Damaskus in Syrien, Bagdad im Irak und Konstantinopel im Osmanischen Reich. Dort entstanden die ersten Kaffeehäuser, die sogenannten Kaffee-Khaneh. Diese Orte wurden sehr schnell zu Zentren für soziale Interaktion, intellektuellen Austausch, Kunst und politische Diskussion. Im Gegensatz zu den Tavernen, die oft mit Alkohol und Glücksspiel in Verbindung gebracht wurden, waren Kaffeehäuser Orte der Kultur, in denen sich Muslime treffen konnten. Kaffee wurde dementsprechend immer wichtiger und wichtiger, auch wegen der Religion. In der osmanischen Gesellschaft konnte eine Frau sogar die Scheidung einreichen, wenn ihr Ehemann sie nicht mit genügend Kaffee versorgte. Kaffee hat immer wieder für Kontroversen gesorgt. Mehrmals wurde er verboten, weil er angeblich zu stimulierend war, mit Alkohol verglichen wurde und angeblich radikale Gedanken förderte. Im Jahr 1511 verbot der Gouverneur von Mekka Kaffee und die Kaffeehäuser wurden niedergebrannt. Dennoch blieb die Beliebtheit des Kaffees ungebrochen und nach vielen theologischen Diskussionen durch renommierte islamische Wissenschaftler und Mediziner wurde das Verbot wieder aufgehoben. Knapp 100 Jahre später, im Jahr 1633, verbot der Sultan des Osmanischen Reiches Kaffee,
nachdem er erfahren hatte, dass in den Kaffeehäusern Ideen geäußert wurden, die seiner absoluten Herrschaft widersprechen. Es wird sogar erzählt, dass der Sultan selbst durch die Straßen ging und Kaffeetrinkern persönlich den Kopf abschlug. Doch die Nachfrage stieg unablässig und steigende Ausgaben des Sultanhauses zwangen die Herrscher dazu, das Verbot aufzuheben. Damit wurden die Türen zum Handel mit der gesamten Welt geöffnet. Auch die Christen standen dem Kaffee zunächst skeptisch gegenüber. Aufgrund der Verbreitung in der muslimischen Welt nannten ihn einige Kleriker das Teufelsgetränk und forderten ein Verbot, obwohl der Kaffee ursprünglich aus dem christlichen Äthiopien stammte. Papst Clemens VIII. Erklärte den Kaffee im Jahr 1600 schließlich offiziell zu einem christlichen Getränk. Er soll gesagt haben, dieses Teufelsgetränk ist so köstlich, dass es schade wäre, es nur den Ungläubigen zu überlassen. Das erste Kaffeehaus Europas wurde 1645 in Venedig eröffnet. Die Niederlande und Großbritannien begannen große Mengen Kaffee zu importieren. Besonders in England wurden Kaffeehäuser zu beliebten Treffpunkten. 1650 öffnete das erste Kaffeehaus in Oxford seine Türen und nur 25 Jahre später gab es in England über 3000 Kaffeehäuser. Diese Orte waren ähnlich wie im Nahen Osten Treffpunkte für tiefgehende Diskussionen, besonders in Bezug auf Religion und Politik. In Wien eröffnete 1683 nach der Schlacht von Wien das erste Kaffeehaus, nachdem die Türken besiegt worden waren und ihre Lagerbestände erbeutet werden konnten. Hier entstand zum Beispiel die Wiener Melange, eine Kaffeespezialität mit Milch und Zucker, die bis heute beliebt ist. Weltberühmte Persönlichkeiten wie Gustav Klimt, Sigmund Freud und James Joyce ließen sich in Wiener Kaffeehäusern inspirieren. In Indien begann der Kaffeeanbau, nachdem der Sufi-Heilige Bada Budan Bohnen aus dem Jemen von seiner Pilgerreise mitgebracht hat und sie auf den Hügeln von Karnataka pflanzte. Der niederländische Handel brachte Kaffee in weitere asiatische Länder und in Indonesien und auf Sri Lanka begann der Kaffeeanbau. Java-Kaffee wurde zu einer wichtigen Exportware, um die europäische Nachfrage zu stillen. Auch heute sind Indonesien und Vietnam eine der weltweit führenden Kaffeeproduzenten. Die Einführung von Kaffee in Amerika war ebenfalls eine spannende Geschichte. Die Niederländer und Franzosen brachten Kaffee in ihre Kolonien, in die Karibik und nach Mittel- und Südamerika. Besonders Brasilien wurde zum Giganten im Kaffeeanbau. Schon 1852 war Brasilien der größte Kaffeeproduzent der Welt und hält diesen Status bis heute immer noch an. Interessanterweise kam der Kaffee nach Brasilien durch einen cleveren Schachzug. Ein portugiesischer Leutnant verführte die Frau des Gouverneurs von Französisch-Guyana und schmuggelte die Kaffeebohnen in einem Blumenstrauß aus dem Land nach Brasilien. Heute ist Kaffee ein globales Phänomen, das in allen Kulturen verankert ist. Besonders im 20. Jahrhundert hat sich die Kaffeekultur weiterentwickelt. Die Espresso-Bars in Italien sind ein fester Bestandteil des täglichen Lebens und gar nicht mehr wegzudenken. In den USA wurde Kaffee durch Ketten wie Starbucks zu Symbol für eine ganze Lebensweise. Heute befinden wir uns in der Third Wave Coffee Bewegung, die Anfang der 2000er Jahre entstand. Hier geht es nicht nur darum, Kaffee zu trinken, sondern um das bewusste Erleben von Kaffee als hochwertiges Produkt. Ethical Sourcing, also das ethische Beschaffen der Bohnen, und handwerkliche Zubereitungsmethoden stehen im Mittelpunkt. Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt schätzen immer mehr die Qualität und Herkunft ihres Getränks. Die Geschichte des Kaffees zeigt, wie ein einfaches Getränk zu einem Symbol für Gemeinschaft, Identität und Fortschritt werden kann. In jeder Tasse Kaffee, die wir heute trinken, steckt ein kleines Stück dieser bewegten Geschichte von Spiritualität, Widerstand und Intellektualität. Wie wichtig Kaffee heute geworden ist, beleuchte ich im nächsten Kapitel. Weltweit gibt es 1 Milliarde Kaffeetrinker und milliardenschwere Unternehmen dominieren heutzutage die wirtschaftliche Landschaft. My friends, today I'm at my very favorite hotel, the Agora Hotel, with our special guest today for the Ultimate Coffee Guide. It is Alex. When I came here several years ago to this hotel, when we met the first time, I felt this will be a great friendship because we share a lot of interest. We got together immediately because of watches, because of food and wine. And now as our friendship progressed over the years, I can say that it is a huge privilege to have Alex here on this Ultimate Guide because I could not think of a better person with more expertise about the coffee business than Alex. Because when I have questions about food and beverage, when we go to restaurants, I just say, there's not many people in the world that I give responsibility to order in a restaurant. With Alex, I just say, Alex, I trust your style, you order, because I don't know many people and I don't know anyone who has more expertise in the food and beverage business, especially when it comes to logistics, to the systematic approach. So long story short, Alex, introduce yourself to the people because they don't know you yet, but when they will find out what you have been doing, why you are the choice for the Ultimate Coffee Guide,
they will understand it's a perfect match. First of all, you're making me blush with all of your kind words. Thank you very much. Yeah, my name is, as you said, Alex. I used to own a food and beverage business where coffee was one of our main pillars. It's called Joe and the Juice. We used to be in 19 different countries, and at the time that I sold it, which is about 6 years ago, we had 250 stores all over the world. After that, I moved into what I'm doing now, which is luxury boutique hospitality. So again, here, you know, food and beverage is very much the pillar of what we do at the hotel. Coffee, obviously, when you run a hotel, is something very, very important. It's something that, you know, people consume every single morning. So my love of coffee really gets to kind of breathe here at the hotel as well. You know, as you said, going out, drinking wine, eating good food is something that I really cherish. And it's one of those things that, you know, I really love sharing moments with friends around the table. So I'm glad that you trust me with the menu. Let's put it that way. There's not many people I trust with the menu, but for you, I give you all the responsibility because I know you will make the best choice because you understand the background of the food, how to do the food. You constantly explain to me how to make the perfect dishes. Even today, when we had breakfast together, Alex explained to me how a perfect omelette should be. So there's a lot of science and a lot of artistic elements and nuances. And I don't know another person. I don't know a person who knows all of these nuances about food and beverage. You know, I love the simple things and especially the simple dishes. And coffee is very much one of those things, right? It's something that essentially coffee is the same all over the world. Yet there's so many different nuances in coffee. And I think that's a little bit also what we're going to be getting into. Kaffee ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der in vielen Ländern einen wesentlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leistet. Besonders in den Anbauländern hat Kaffee eine immense Bedeutung für die wirtschaftliche Stabilität und das Einkommen der Bevölkerung. Über 100 Millionen Menschen in Entwicklungsländern sind auf Kaffee als ihre Haupteinnahmequelle angewiesen. In Äthiopien beispielsweise macht Kaffee 25% der Deviseneinnahmen aus. Weltweit werden über 2 Milliarden Tassen Kaffee täglich konsumiert. Über 90% der Kaffeeproduktion findet jedoch in Entwicklungsländern statt, hauptsächlich in Südamerika, Afrika und Asien, während der Konsum hauptsächlich in industrialisierten Ländern stattfindet. Mit einem Anteil von etwa 40% an der weltweiten Kaffeeproduktion ist Brasilien der unangefochtene Spitzenreiter. Kaffee trägt etwa 5% zum BIP Brasiliens bei und bietet Arbeitsplätze für über 5 Millionen Menschen. Die industrielle Produktion und maschinelle Ernte sowie die optimalen Anbaubedingungen haben Brasilien zu einem der wettbewerbsfähigen Kaffeeproduzenten gemacht. In einigen Regionen werden jedoch schlechte Arbeitsbedingungen gemeldet, Entwaldung und Umweltzerstörung sind weitere ernstzunehmende Probleme. Als zweitgrößter Produzent konzentriert sich Vietnam vor allem auf die Robusta-Bohne, die weniger empfindlich ist als die Arabica-Bohne und daher massenhaft produziert werden kann. Der Kaffeeexport macht etwa 3% des vietnamesischen BIP aus und spielt eine zentrale Rolle in der ländlichen Wirtschaft. Doch auch hier gibt es einige Bedenken hinsichtlich Entwaldung und schlechter Arbeitspraktiken. Kolumbien ist berühmt für seine hochwertigen Arabica-Bohnen und trägt 8% zur weltweiten Kaffeeproduktion bei. Kaffee ist ein kulturelles Symbol und ein wichtiger Bestandteil der nationalen Identität. Der Anbau erfolgt meist traditionell mit einem starken Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Ich hatte das Vergnügen, im Februar 2024 einige Plantagen und Produktionsstätten in Kolumbien selbst zu besuchen und von den Produzenten über die Details und Nuancen über Kaffeeanbau zu lernen. Äthiopien, das Geburtsland des Kaffees, macht 4% der weltweiten Kaffeeproduktion aus. Auch hier wird der Kaffee oft traditionell mit minimalem Einsatz von chemischen Düngemitteln angebaut. Viele Farmen verwenden traditionelle und nachhaltige Methoden. In Kaffeekennerkreisen und bei Kaffeewettbewerben wird Äthiopien oft als Spitzenreiter in verschiedenen Aspekten wie Geschmackstest und Nachhaltigkeit angesehen. Äthiopische Kaffees gewinnen häufig Spitzenpreise bei internationalen Kaffeewettbewerben wie den Wettbewerben der Specialty Coffee Association. Äthiopien hat auch durchweg gut im Cup of Excellence abgeschnitten, einem renommierten Kaffeewettbewerb, der außergewöhnliche Qualität hervorhebt. So where did your coffee beans come from? Did you pay attention to any specific regions to source your high quality coffee beans? Yeah, so right now we're sourcing from a single farm in Brazil. The farm is called Datera. It is the most sustainable farm in the world. We chose this particular region because we have guests now at the hotel that come
in the spring and then they come again in the autumn. And for me, it's very, very important that when they put their nose down to that cup of coffee, they feel at home. It's very much a feeling that I want to express through simple things like the coffee. So I need a bean that has consistency throughout the year. And in Brazil, and specifically in this farm, they have 2 harvests every year, meaning we can get consistently fresh beans all the way through the year. And that's something that, for me, has a huge impact because it's easy to get, and then we'll get a little bit of beans from Ethiopia, and then we'll get from Java, and then we'll get from South America, but you're going to have completely different taste profiles. And if you're a specialty coffee house that does all of these different types, that's great. But for us, and again, going back to the consistency, we need something that goes year round. And that's why we've chosen this farm specifically. Laut der International Coffee Organization betrug die weltweite Kaffeeproduktion im Kaffeejahr 2022/23 gleich 168 Millionen 60 Kilosäcke, was etwa 10 Millionen Tonnen Kaffee entspricht. Würde man alle Bohnen nacheinander legen, würde sie die Fläche von 20 Millionen Quadratmetern bedecken. Das entspricht ungefähr der Fläche von ganzen Nordamerika. Der weltweite Kaffeehandel generiert enorme Umsätze. Im Jahr 2024 wurde ein globaler Umsatz von 460 Milliarden US-Dollar erzielt. Der weltweite Markt für alkoholfreie Getränke beläuft sich auf ca. 2 Billionen US-Dollar, wodurch sich ein Marktanteil von ca. 25% für Kaffee ergibt. Die größten Verbraucher- und Importmärkte sind die USA und die Europäische Union. Die Amerikaner trinken täglich über 500 Millionen Tassen Kaffee, was sie zum größten Konsumenten weltweit macht. 66% der Amerikaner trinken täglich einen Kaffee und der durchschnittliche Kaffeetrinker konsumiert 3 Tassen pro Tag. Sie geben durchschnittlich $1.100 pro Person jährlich für Kaffee aus. Damit erzielen die USA weltweit den höchsten Erlös und generieren etwa 85 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Brasilien, Japan und Deutschland. Der Marktanteil von Kaffee am gesamten US-Markt für alkoholfreie Getränke liegt bei beeindruckenden 19%, was zeigt, wie wichtig Kaffee nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich für die Vereinigten Staaten ist. Trotz der immensen Marktgröße der USA war der Pro-Kopf-Verbrauch 2020 in den Niederlanden am höchsten, gefolgt von skandinavischen Ländern, Kanada, Deutschland, Brasilien und der Schweiz. Im Pro-Kopf-Verbrauch liegt die USA auf Rang 14. In Deutschland bleibt Kaffee das beliebteste Getränk des Landes, noch vor Mineralwasser und Bier, mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 167 Litern, was einem Durchschnitt von 2 Tassen pro Tag entspricht, also 500 Milliliter circa. Ob 2 Tassen am Tag so gesund sind, werde ich dir später in Anbetracht der biochemischen Wechselwirkungen natürlich erklären. Coffee is consumed by over 1 billion people worldwide. It's one of the most traded commodities and one of the most consumed products on earth. Meaning that I think if you want to be successful with a coffee business, you need to find your niche. You can go, and it's a very social thing to drink a cup of coffee, but you can also just, go all by yourself, like having this ritual in the morning where every day you go to the same spot, you drink your coffee, and then you continue on to work or something like that. Like it becomes a very ritual thing for a person to do in the morning, right? Some people, they wake up and the first thing they have to do is just have their coffee in peace and quiet. But there's a different niche to all of us. Some people want the very conservative, very high quality. Some people, they like sourcing from all over the world. And every time you come, it's a new flavor, whether they're playing on this high acidity, very floral coffee, or, there needs to be something for everybody. For us, and for me personally, it's about consistency. And I think with consistency in your coffee, you start building your target group or your customer base bigger and bigger and bigger because they always know what they're going to be coming back to. So for us, it was about having high quality coffee, not like, specialty coffee that's like the very, very, very top, but having really good coffee all the time. Being able to serve that same cup of coffee every single day. And that's also something that I've brought into my business now. So for me, consistency is key. And I've experienced a lot of places where I go that some days the coffee is good and some days they get it wrong. And it can be the barista, it can be the machine or the coffee bean itself. So getting that dialed in and knowing what to look for, tasting it yourself is a very, very, very important thing. Was viele nicht wissen ist, dass der Kaffeepreis von der globalen Börse bestimmt wird. Faktoren wie das Wetter, politische Instabilität,
Wirtschaftliche Bedingungen einzelner Länder, Preisschwankungen bei Ölprodukten, Wechselkursschwankungen des US-Dollars haben einen großen Einfluss auf den Preis. Zwischen 1970 und heute schwankte der Durchschnittspreis für ein Kilogramm grüne Kaffeebohnen zwischen einem Tief von 92 Cent und einem Hoch von 7,5 US-Dollar. Diese Schwankungen machen das Einkommen der Kaffeebauern unvorhersehbar und schaffen Unsicherheit, insbesondere für Kleinbauern, die auf stabile Preise angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern. Allein in diesem Jahr 2024 schwankte der Preis zwischen 3 und 5,5 Dollar. Die meisten Kaffeeplantagen weltweit werden von Kleinbauern bewirtschaftet. Sie haben oft keinen direkten Zugang zu den globalen Märkten und müssen ihre Produkte an Zwischenhändler verkaufen, die die Preise diktieren. Das führt zu einem erheblichen Machtungleichgewicht und lässt den Bauern wenig Spielraum für Verhandlungen. Viele indigene Produzenten sind von ausländischen Unternehmen abhängig, die Verarbeitungsstätten betreiben. Sie verkaufen ihren Kaffee meistens als Kirsche, also als ganze Frucht, da ihnen die Infrastruktur zum Trocknen und Verarbeiten des Kaffees fehlt. Größte Wertschöpfung findet jedoch in den Abnehmerländern statt, wo Kaffee eben geröstet und verkauft wird. In den 1970er Jahren lag das Verhältnis zwischen dem, was ein Kaffeebauer verdiente und dem, was ein Einzelhändler verdiente, noch bei etwa 1:3. Heute liegt es zwischen 1:10 und 1:20. Investigative Ermittlungen stellten zum Beispiel folgende Berechnung auf. Eine Tasse Kaffee kostet 2,5 Dollar, davon gehen 88 Cent an das Kaffee, 63 Cent an das Personal und 38 Cent an Steuern. Ein Gewinn von 25 Cent geht an das Kaffeeunternehmen wie zum Beispiel Starbucks. Nach Abzug weiterer Kosten bleiben 10 Cent für die Kaffeelieferanten, von denen 1 Cent an Bauern geht. Der wiederum muss natürlich seine Kosten decken, wie zum Beispiel Gehälter der Arbeitskräfte. Betrachtet man die 5 erfolgreichsten Getränkeunternehmen weltweit im Jahr 2022, so sieht man, dass 2 davon, Nestlé und Starbucks, vor allem dafür bekannt sind, Kaffee zu produzieren, während 2 weitere, Coca-Cola und Pepsi, auf koffeinhaltige Erfrischungsgetränke setzen und ebenfalls Kaffeemarken in ihrem Portfolio führen. Starbucks, das 5. größte Getränkeunternehmen der Welt und Marktführer im Kaffeegeschäft, erzielte einen Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar. Viele der profitstärksten Lebensmittelunternehmen weltweit führen Kaffeemarken in ihrem Portfolio und auch Unternehmen, die ausschließlich Kaffeeprodukte herstellen, erzielen Milliarden Umsätze. Beispiele sind Chibo, der Marktführer in Deutschland, Lavazza aus Italien, Tim Hortons in Kanada und viele andere mehr. Nescafé allein erzielt fast 100 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und an jeder Ecke wird getrickst, um die Gewinne zu maximieren. Das sogenannte Price Fixing ist zum Beispiel eine weit verbreitete Praxis, bei dem große Unternehmen den Preis für Kaffee auf einem bestimmten Niveau halten. Während die Unternehmen den Produzenten in der Regel Kredite gewähren, bindet das die Bauern an feste Preise für mehrere Jahre. Steigt der Marktpreis für Kaffee, bleiben die Produzenten an den niedrigen Preis gebunden. Diese Praxis hilft den Unternehmen, ihre Kosten zu stabilisieren, ist aber für die Kaffeebauern nachteilig, da sie bei steigenden Marktpreisen weniger verdienen. Dies führt zu einer Situation, in der die Bauern weniger für ihre harte Arbeit erhalten, während die Gewinne der großen Konzerne sehr stark steigen. So coffee is a huge industry. Lots of money is being made there. It comes down to the margins. For every percent, you need to fight. Ja. So I believe as in every industry, whether it's pharma, whether it's food industry, coffee industry, huge companies try to make shortcuts to increase their margins. So did you experience in your industry such practices? Can you give some examples what, let's say, huge companies do in order to fight for every percent? Because 1% can be billions of dollars. So what are they doing there? I mean, so kind of to start off with, the problem with coffee is that it can only be within a certain price range. Let's take wine as an example. A really good wine can cost thousands, and a bad wine can cost €5. The range is insane. You will never pay €25 for a cup of coffee. It will always be between 1 and €7, let's call it, right? So even if it's a really cheap, bad bean, or if it's the best bean you can get hold of, it's always going to be within that price range, which means people are going to start cutting corners. Das Price-Fixing ist nicht die einzige Methode, wie diese Unternehmen tricksen. Sie betreiben zum Beispiel die Greenwashing-Strategie. Viele Unternehmen werben mit Begriffen wie nachhaltig, umweltfreundlich oder ethisch beschafft, um umweltbewusste Konsumenten anzusprechen. In Wirklichkeit erfüllen viele dieser Produkte jedoch nur minimale Standards, um als nachhaltig zu gelten. So kann es vorkommen, dass Unternehmen nur einen kleinen Prozentsatz ihres Kaffees aus dem nachhaltigen Anbau beziehen, aber dennoch den gesamten Markenauftritt als grün vermarkten.
Diese Täuschung führt dazu, dass Verbraucher denken, sie würden einen positiven Beitrag leisten, während der Großteil der Produktion nach wie vor mit den gleichen problematischen Methoden erfolgt. Ich warne meine Follower auf Instagram schon seit über einem Jahrzehnt vor Greenwashing in der Lebensmittelindustrie, welches auch dort eine übliche Praxis ist, um Konsumenten hinters Licht zu führen. Ein Teil dieser Strategie ist auch die Nutzung von Zertifizierungen wie Fair Trade, ohne dass die versprochenen Vorteile tatsächlich bei den Kaffeebauern ankommen. Jeder kennt den Begriff Fair Trade und viele Verbraucher fragen gezielt nach, ob ihr Produkt so hergestellt wurde oder nicht. Im Jahr 2016 entsprachen mindestens 34% der weltweiten Kaffeeproduktion freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards wie Fair Trade, UTZ und 4C. Einige Studien und Berichte legen jedoch nahe, dass die Vorteile von Fair Trade-Zertifizierung nicht immer bei den Bauern selbst ankommen. Beispielsweise konnten die Prämien für Fairtrade-Produkte von Fabrikbetreibern einbehalten werden, wodurch die Feldarbeiter keine Vorteile bekommen. Zudem kommen die hohen Kosten der Zertifizierung der ständigen Erneuerung der Zertifikate. Das Geld, was sie durch Fairtrade-Verkäufe extra erhalten, fließt oft zurück in eben genau diese Lizenzkosten. In Costa Rica, Nicaragua und Indien verlassen einige Bauern das Fairtrade-System, da es oft nicht mal die Grundkosten der Produktion deckt. Stattdessen bauen viele Kaffeeröster direkte Handelsbeziehungen zu ihren Bauern auf. Viele Röstereien äußern sich mittlerweile sehr kritisch gegenüber Fairtrade-Zertifizierung. So did you pay attention, or do you, or in the past during Joe and the Juice, pay attention to farmers or farms who have fair trade certification or Rainforest Alliance certifications? Or would you say these certifications sometimes is bias and you look factually what happens on the farm? It's an added bonus if you are working with a fair trade farm. It is something that does mean a lot to us. As I said, we work currently, and I know we worked with previously as well, some of the most sustainable farms in the world. If the farm is fair trade, if the farm is very green and eco, it means they have superior knowledge. Now, there are probably a lot of scams out there as well, but I try to stay in that lane for sure. Immer wieder gibt es Skandale über die Arbeitsbedingungen in der Kaffeeindustrie. Wenn Berichte über Kinderarbeit oder schlechte Arbeitsbedingungen auf Kaffeefarmen bekannt werden, distanzieren sich die Unternehmen schnell von den betroffenen Lieferanten und beenden die Zusammenarbeit. Obwohl das den Anschein von Verantwortung erweckt, ändert es in der Praxis wenig an den systematischen Problemen. Die Bauern bleiben ohne Unterstützung zurück und müssen oft zu den gleichen Bedingungen für andere Abnehmer arbeiten. Die Unternehmen hingegen können ihre ethische Verantwortung leugnen und ihren Ruf bewahren, ohne tatsächlich etwas an den Zuständen zu ändern. Trotz erheblichen Gewinnanstiegs erhöhte zum Beispiel Starbucks seine Preise in den ersten Monaten des Jahres 2022 deutlich und begründete dies mit den gestiegenen Arbeits- und Ausbildungskosten, Lieferengpässen und der Inflation. Gleichzeitig kämpfen die Bauern oft ums Überleben, da nur ein geringer Teil des Geldes bei ihnen in der Wertschöpfungskette ankommt. Kunden strömten in die sozialen Medien, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen und beschuldigten den Kaffeeriesen der Unternehmensgier. Zusätzlich haben die großen Unternehmen ihre Marktsegmentierung perfektioniert, um Gewinne zu maximieren. Durch die Einführung von Premium-Produkten wie Single-Origin-Kaffees oder speziellen Blends können sie deutlich höhere Preise verlangen, obwohl die Produktionskosten kaum höher sind als bei regulärem Kaffee. Diese Produkte werden oft in kleineren Mengen angeboten, was den Anschein von Exklusivität erweckt und die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten erhöht. Gleichzeitig wird der Rohkaffee oft von denselben Plantagen bezogen wie der reguläre Kaffee, sodass der Unterschied für die Bauern gering bleibt, während die Unternehmen durch den Verkauf der Premium-Produkte hohe Margen erzielen. And I think a big misconception is that a lot of the big brands are quality coffee. They're not. They're mass-produced and they're doing a lot of blends, like a Robusta blend where not all of it is high quality. They put a lot of lesser quality beans in there and so on. That's like a big thing in the market today. Marketing that it's specialty coffee and actually using a lower grade quality coffee to kind of trick the consumer that they are actually drinking a high grade coffee and being able to sell it for the price point, which is only 2 or 3 euros more. That's one of the biggest corners that big companies, Fast ein Viertel des globalen Umsatzes von Kaffee, 115 Milliarden US-Dollar,
stammt aus Instant-Kaffee. Instant-Kaffee wird so gut wie immer aus Bohnen minderer Qualität hergestellt, die monatelang gelagert werden, was ihn in der Gesamtproduktionskette weitaus billiger macht. Kaffee sollte eigentlich nicht so lange gelagert werden, da bei unsachgemäßer Lagerung Schimmelpilze im Kaffee entstehen können. Schimmelpilze produzieren Mykotoxine, also Giftstoffe, die gesundheitsschädlich sind. Es gibt zwar Grenzwerte und man ist häufig geringen Mengen von Mykotoxinen ausgesetzt, aber man muss bei Instant-Kaffee definitiv aufpassen, da man kaum Transparenz zur Herkunft, Lagerung und den Produktionsbedingungen hat. Qualitätstests können immer nur stichprobenartig durchgeführt werden und man weiß nicht genau, was man da eigentlich trinkt. Das kann ich dir also schon verraten, in jedem Fall Finger weg vom Instant-Kaffee. Transportation and storage of beans is very, very important when it comes to quality and consistency. What are the special requirements for transportation and storage? We vacuum pack our beans. So the beans are green when they come from Brazil. They're vacuum packed to keep all of that intensity and flavor inside. And then they get transported to our master roaster, who roasts our beans here on the spot. After they get roasted, they need to go into these special bags that have this breathing membrane inside. There's a lot of gases that keep on being expelled from the bean after they've been roasted. So ideally, you can't actually grind the bean before 2 weeks after. So we have these special bags that get put in there, then they get put in storage for 2 weeks, and then we can start consuming. It's very fascinating because one of our first talks when we just met several years ago was about logistics. And you told me how you ensure that not even coffee, but like when you went to Asia to join the juice, that you need to have the same apple as in New York, Manhattan. So you need standards. So if I understand correctly, to keep also a certain standard of a coffee product, even the transportation and the materials of the packaging is also very important because this can have an impact on the bean or the product itself. 100%. Fast 50% der amerikanischen Kaffeetrinker kaufen täglich Spezialitäten-Kaffees wie Cappuccino, Latte und Cold Brew Coffee. Die Produkte werden hochindustrialisiert mit chemischen Zusatzstoffen und hohen Mengen an ungesunden Sirups hergestellt. Der Grundkaffee ist oft von minderer Qualität und wird durch diese Zusätze dann aufgewertet und zu hohen Preisen verkauft. Das verschleiert die Tatsache, die schlechte Qualität von dem Kaffee und erhöht die Gewinnspannen der Unternehmen erheblich. Die gesundheitlichen Vorteile, die wir durch den Kaffee haben wollen, sind dann nicht mehr gegeben und Kaffeezubereitung verwandeln sich stattdessen in ungesunde, dessertähnliche Snacks voller Zucker, Sirup, Verdickungsmittel und Konservierungsstoffen. Also auch hier empfehle ich prinzipiell Abstand zu halten. Immer wieder werden Marketingkampagnen entwickelt, die auf die Exklusivität und das Erlebnis des Konsums abzielen. Diese Strategien sprechen insbesondere jüngere, urbane Zielgruppen an, die bereit sind, für das Erlebnis eines besonderen Kaffees mehr zu zahlen. In Wirklichkeit sind diese Zubereitungsarten oft nichts anderes als clever verpackte Versionen eines normalen Kaffees, die durch ihre Präsentation und das Branding einen deutlich höheren Preis erzielen. Wie auch oft in der Lebensmittelindustrie verdienen Konzernriesen sehr viel Geld aufgrund von fehlendem Wissen auf der Seite des Konsumenten. A girl 15 years old goes into a coffee that starts with an S and ends with Bucks, and she looks at the pictures. It's autumn, there's like pumpkins, a lot of colors, sprinkles of all kinds of sugary stuff, syrups. And they also cost a lot, as far as I know. It's not a cheap product, price-wise. Such a consumer as this 15-year-old girl who has no idea about the production, about all of these pathways, about the beans and the process, how it's produced, how it's transported, how it's stored, how it's roasted, how it's brewed. She does not care about all of this. So would you say that this is the consumer that they target? And would you say this is a vulnerable consumer because they give them what they want, what they expect? Such a product, obviously nutrition-wise and biochemistry-wise, is full with sugars, full with additives. I think, the company that you're talking about is a massive, massive company. And they all the time need to be finding new consumers. Now, a specialty coffee shop is never going to get the 15-year-old girl. The 15-year-old girl. And this is fascinating as well because you've got the concept of coffee, the concept of going out for a coffee is what she is buying into.
this adult world of people gathering around something that is predominantly thought of as an adult product. However, her taste is not towards what we're drinking here, which is a very strong coffee taste. So she's more on the dessert path, let's call it. Lots of sugar, lots of additives, with a sprinkle of great marketing. It's seasonal and all of this. So her and all of her friends will be going to Starbucks, feeling like grown-ups, drinking desserts. Is that good from a coffee perspective? She doesn't care. You could have put any type of coffee in there because that's not what it tastes of. She's buying the theory of gathering around. It's pure marketing. So, you know, I have huge respect for that company. They've pioneered a lot of the coffee world, and the way that we know of going to coffee shops today, they are really selling the idea of socializing around coffee. But if you think you're going to be going to one of the big brands and getting really good quality coffee, then I think you're mistaken. This is actually a very good point that you said. I just thought about this. She's not buying for the benefits whatsoever. She's buying an experience. That they will put their name on the cup. She will feel important. It will be an experience. She will sit down. Guys would look at her. She is important with a cup with a name on the cup and so on. So she is actually not buying the coffee itself. She's buying the coffee as a bonus, and the rest is the experience, a feeling that she's buying. Yeah. And for her, you know, and again, kudos to the company. Just saying to your friends, I am here, taking a picture with that cup has so much, you know, social value. You know, it's a great brand that they've built. And that's what they're selling, and all respect to them. Auch neue Produkte wie Kaffeekapseln oder Kaffeemaschinen wurden entwickelt und als die schnelle, bequeme Variante für frisch gebrühten Kaffee vermarktet. Diese Produkte bieten den Unternehmen die Möglichkeit, denselben Kaffee in deutlich kleineren Mengen zu verpacken und zu einem deutlich höheren Preis zu verkaufen. Der Preis pro Kapsel liegt bei bis zu $140 pro Kilogramm. Das ist zwischen 10 und 20 Mal höher als der Einzelhandelspreis für 1 Kilo gemahlenen Kaffee. Unternehmen wie Nespresso und Keurig haben ihre Maschinen so gestaltet, dass sie nur mit ihren eigenen Kapseln funktionieren. Dies schafft eine langfristige Abhängigkeit der Konsumenten von der Marke und erhöht die Gewinnmargen erheblich. Diese Einwegkapseln sind nicht nur teuer, sondern stellen auch eine erhebliche Umweltbelastung dar. Die Kapseln bestehen häufig aus Aluminium und Kunststoff, was schlecht für die Gesundheit ist. Diese führen auch zu großen Mengen an unnötigem Abfall. Allein in Deutschland wurde der Kapselverbrauch im Jahr 2018 auf etwa 3,5 Milliarden Kapseln geschätzt. Das sind 385 Tonnen Abfall, der jährlich entsteht. Weitere Schätzungen sprechen davon, dass weltweite Gesamtvolumen an Kapselmüll jährlich bei sage und schreibe 5.500 Tonnen liegt. The quality comes with the benefits of coffee. So, in theory, what would you say? For example, capsule products, will they be able to match high quality beans when you make coffee out of high quality beans? Match? Definitely not. I think that there's definitely a market for capsule coffee. It's very, very cheap. It's very, very easy. At home, you put it in, you make your coffee, but it's never, ever going to replace or even be a substitute for freshly ground, high quality beans. And I put emphasis on freshly ground because this is one of the things that makes a big, big difference. If you grind your beans yourself at home, this is going to make the biggest difference in the quality. You buy good beans, you grind them yourself. Freshly ground beans is a game changer. So capsules, you would say they use low quality beans as the initial product. People buy it because of convenience. There are definitely capsules out there that do use a high quality bean. The problem is that because it's ground a long time ago and it gets to sit in there, you're not getting the flavor, you're not getting the quality out of it that you would that of a newly ground bean. So it actually doesn't really matter if it's a great quality bean, you're still compromising a lot on the quality. Because of the timing. Because of the time. Understand. Yeah.
Diese wirtschaftlichen Praktiken der großen Unternehmen haben erhebliche soziale und ökologische Auswirkungen. Die Konzentration auf die Maximierung der Gewinne führt dazu, dass die Löhne der Kaffeebauern stagnieren und sogar sinken, während die Kosten für Dünger, Maschinen und Arbeitskräfte weiter steigen. Der Druck, große Mengen Kaffee zu niedrigen Preisen zu produzieren, führt zu intensiver Landwirtschaft, die den Boden auslaugt und den Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln erhöht. Dies schädigt nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Menschen, die in diesen Regionen leben und arbeiten, genauso wie die Gesundheit der Menschen, die den Pestizidkaffee trinken. Gleichzeitig sind viele der ökologischen Initiativen, die von den großen Unternehmen propagiert werden, oft nur Scheinlösungen. Zwar gibt es Programme zur Wiederaufforstung oder zur Förderung nachhaltiger Anbaumethoden, doch in vielen Fällen sind diese Programme nicht ausreichend, um die Schäden durch die intensive Kaffeeproduktion auszugleichen. Außerdem wird der Großteil dieser Initiativen in den Marketingmaterialien der Unternehmen stark hervorgehoben, während ihre tatsächliche Umsetzung oft begrenzt bleibt. Die Kaffeeindustrie ist ein komplexes System, in dem wirtschaftliche Interessen, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung oft miteinander im Widerspruch stehen. Die großen Kaffeeunternehmen haben ausgeklügelte Strategien entwickelt, um ihre Gewinne zu maximieren, oft auf Kosten derjenigen, die den Kaffee anbauen und ernten, sowie der Verbraucher, die oftmals überteuerte Preise für unterdurchschnittliche Qualität zahlen. Es gibt jedoch auch positive Entwicklungen. In einigen Regionen haben Kaffeebauern begonnen, sich in Genossenschaften zu organisieren, um bessere Preise auszuhandeln und ihre Abhängigkeit von den großen Unternehmen zu verringern. Röstereien bauen direkte Beziehungen zu Bauern auf und setzen selbst angemessene Preise unter Gewährleistung hoher Qualität, Nachhaltigkeit und angemessener Arbeitsbedingungen. Sie stellen Infrastruktur und Maschinen zur Verfügung, um die Wertschöpfung ins Land zu verlagern. Das bietet Hoffnung, dass sich die Bedingungen für die Produzenten langfristig verbessern können. Dennoch bleibt viel zu tun, um die Kaffeeindustrie wirklich nachhaltig und gerecht zu gestalten. Wie du jetzt verstanden hast, sitzen die riesigen Konzerne am langen Hebel von Margen und Marketing, sodass sie die Konsumenten manipulieren und abhängig machen, und im Endeffekt zahlen diese mit ihrer Gesundheit. In unserem nächsten Kapitel befassen wir uns detailliert mit der Biologie der Kaffeepflanze und den biochemischen Prozessen, was das Wissensfundament ist, um zu verstehen, wie man Kaffee richtig und ohne Schaden benutzen kann. Die Kaffeepflanze gehört zur Familie der Röte-Gewächse und umfasst über 120 Arten. Arabica macht etwa 70% der weltweiten Produktion aus und ist für ihren feinen Geschmack und ihr Aroma bekannt, weshalb sie als hochwertigste Art gilt. Robusta hingegen, die bitterer und weniger aromatisch ist als Arabica, macht etwa 30% der Produktion aus und wird oft in Espresso-Mischungen und Instant-Kaffee verwendet, da sie etwa 40-50% mehr Koffein als Arabica enthält. Kaffeepflanzen gedeihen im sogenannten Kaffeegürtel zwischen den Wendekreisen des Krebses und des Steinbocks. Ideale Bedingungen umfassen hohe Lagen, gut durchlässige vulkanische Böden, mäßige Niederschläge und Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad Celsius. Obviously, coffee, like wine, is a natural product, right? So every year there's a harvest, sometimes multiple times a year there's a harvest. And if there was too much sun or too little sun, too much rain, whatever, all of this kind of affects the bean. To create a unique or exceptional product or a nice coffee, what is the most important factor? Is it the bean itself as the raw product? Is it the roasting process that it's correctly done, or is it the brewing method? So what is the most important, in your opinion, out of these three to create very nice coffee? It definitely starts with the bean. You know, you have to buy high quality beans to start with, because you can't magically create a great product out of something that wasn't good already. What you can do is you can only make that really high quality bean consistent and good all the way through. So I would say start with buying really good beans. Um Kaffee anzubauen, braucht man sehr, sehr viel Wasser. Um die Kaffeebohnen für eine Tasse Kaffee anzubauen, braucht man im Durchschnitt etwa 140 Liter Wasser. Für 1 Kilo gerösteten Kaffee sind etwa 26.000 Liter erforderlich. Viel davon ist natürlich Regenwasser und ein Großteil des aufgenommenen Wassers wird durch die Blätter der Pflanzen wieder in die lokale Umgebung abgegeben. Kaffee wird jedoch häufig in Ländern mit Wasserknappheit angebaut, wie zum Beispiel in Äthiopien. Der Klimawandel könnte die Kaffeeerträge im 21. Jahrhundert erheblich beeinflussen, etwa in Nicaragua und Äthiopien, die mehr als die Hälfte des für den Anbau von Arabica-Kaffee geeigneten Landes verlieren können. I believe that if you care about the agricultural part and if you care about the earth, you will naturally give out a better product.
you look at wines as well and Yes. the way that they do things in Burgundy and so on. I'm convinced that the quality of the product coming out is because you have so much knowledge about all the things that surround that product itself, how the earth works, how fertilizing works or stuff like that. We use recyclable materials as much as we can. We don't control the whole process here, but the processes that we can control, we use reusable or 100% recyclable. Schon seit Jahrhunderten sind die medizinischen Eigenschaften von Kaffee bekannt. Namhafte und angesehene Ärzte empfahlen Kaffee oft zu medizinischen Zwecken und einige verschrieben ihn als Heilmittel gegen Nervenleiden oder Magenprobleme. Im Jahr 1583 beschrieb der deutsche Arzt Leonhard Rauwolf nach seiner 10-jährigen Reise in den Nahen Osten Kaffee als ein Getränk so schwarz wie Tinte, nützlich gegen zahlreiche Krankheiten, insbesondere solche des Magens. Ein Traktat aus dem Jahr 1661 mit dem Titel A Character of Coffee and Coffee Houses, geschrieben von einem gewissen MP, nennt weitere wahrgenommene Vorteile. Eine ausgezeichnete Beere, die den Magen des Engländers von Schleim reinigen und Schwindel aus dem Kopf vertreiben kann. Engländer, die im späten 16. Jahrhundert durch das Osmanische Reich reisten, bemerkten, dass Kaffee sehr gut zur Unterstützung der Verdauung, zur Belebung des Geistes und zur Reinigung des Blutes sei. Kaffee ist eine wichtige Quelle für Antioxidantien, insbesondere Chlorogensäuren und Polyphenole. Regelmäßiger Kaffeekonsum wurde mit einem reduzierten Risiko für mehrere chronische Krankheiten in Verbindung gebracht. Studien legen nahe, dass der Konsum von Kaffee in moderaten Mengen das Risiko der Entwicklung von Typ-2-Diabetes senken kann. Regelmäßiger Kaffeekonsum in kleineren Mengen wurde auch mit einem geringeren Risiko für neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson in Verbindung gebracht. Das Koffein und die Antioxidantien im Kaffee können helfen, Gehirnzellen zu schützen und die kognitiven Funktionen zu verbessern. Ebenfalls hat sich Kaffee als wirksam bei der Reduzierung des Risikos für Lebererkrankungen erwiesen, einschließlich Leberfibrose, Zirrhose oder sogar Leberkrebs. Es wird angenommen, dass Kaffee bei dem richtigen Konsum Entzündung in der Leber reduziert. Zudem zeigten Studien eine Verringerung des Risikos für verschiedene Formen von Krebs. Positive Effekte zeigten sich auch bei der kardiovaskulären Gesundheit, also bei Herzkrankheiten und Schlaganfällen. Vor allem Koffein, die bekannteste Verbindung im Kaffee, hat sich als wirksam zur Verbesserung der kognitiven Funktionen gezeigt, insbesondere in den Bereichen der Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Reaktionszeit. Regelmäßiger Kaffeekonsum wird mit einer verbesserten Gedächtnisleistung und einem geringeren Risiko für kognitiven Abbau im Alter in Verbindung gebracht. Es kann die sportliche Leistung verbessern und sogar das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer verringern. Koffein hat außerdem eine positive Auswirkung auf die Stimmung und wurde mit einem geringeren Risiko für Depressionen in Verbindung gebracht. Die stimulierende Wirkung von Koffein hilft, Müdigkeit zu reduzieren und das allgemeine geistige Wohlbefinden zu verbessern. Vorausgesetzt, man benutzt ihn natürlich mit der richtigen Systematik und dem richtigen Wissen, was ich dir gleich in diesem Nikibra Ultimate Guide natürlich übermitteln werde. Wie genau diese gesundheitlichen Vorteile biochemisch entstehen, erkläre ich dir im Detail. Aber sei gewarnt, es wird sehr, sehr wissenschaftlich. Kaffee ist eine faszinierende und komplexe Mischung aus mehr als 1000 bioaktiven Verbindungen, die nicht nur den Geschmack und das Aroma, sondern auch die gesundheitlichen Auswirkungen des Getränks beeinflussen. Kaffee besteht aus Lipiden, darunter unter anderem Terpenoide, Proteinen, Kohlenhydraten, stickstoffhaltigen Verbindungen, darunter freie Aminosäuren und Alkaloide, eben wie das berühmte Koffein, Melanoidine, die beim Röstprozess entstehen, phenolischen Verbindungen, die zum Beispiel die Chlorogensäuren enthalten, einer kleinen Zahl an Mineralien und wenigen Aschenrückständen. Kohlenhydrate stellen einen wesentlichen Bestandteil der Kaffeebohne dar. Lösliche Kohlenhydrate, insbesondere Polysaccharide und Oligosaccharide, machen etwa 30-40% des Trockengewichts grüner Kaffeebohnen aus. Der Rest besteht hauptsächlich aus Zellulose, Hemicellulose und anderen unlöslichen Polysacchariden, die weniger stark in die chemischen Reaktionen während des Röstens eingebunden sind. Neben der Karamellisierung ist die Maillard-Reaktion eine der wichtigsten chemischen Reaktionen. Sie führt zur Bildung von über 900 flüchtigen Verbindungen, die den Geschmack und die Farbe des gerösteten Kaffees stark beeinflussen. Diese Reaktion zwischen Aminosäuren und reduzierten Zuckern führt unter anderem zur Entstehung von Melanoidin-Pigmenten, die dem Kaffee seine charakteristische braune Farbe verleihen, und Aromen wie Furane und Pyrazine, die den charakteristischen Geschmack von geröstetem Kaffee ausmachen. After the bean is picked and dried, it goes into a roasting process, right? And this roast, you have master roasters. So
So you work together with a master roaster like we do now as well, who knows our taste profile. This is something that all the way in the beginning, when we were choosing what kind of coffee we wanted to have here, we had a master roaster together with me and a professional taster. It's called a coffee sommelier, and you do cupping techniques. So it's you brew it in a cup and you smell it and you taste it all the time to try to find those different flavors, exactly like wine. And once you found a flavor profile that you want, then it's about dialing that in every time. Now, from batch to batch, it'll be different. So sometimes you need to roast it a little bit more, a little bit less, and then it comes to the brewing process. In the brewing process, you also have how many grams of freshly ground beans do you use? How long is the run times? Stuff like that in the machine that you need to constantly be dialing. Getting the consistent cup of coffee is like dancing. It's a constant movement and change, and the person who's operating it or the person who tastes the coffee needs to know exactly what to do with that taste. Maybe today it's a little bit more bitter than it was yesterday. Okay, let's dial the grinder a little bit, let's dial the machine a little bit, and then we'll kind of get that. But so it's about, tasting a lot of cups of coffee and knowing what to do exactly with the machine. Every bag of coffee you buy is going to be different. Einige der Polysaccharide im Kaffee wie Arabinogalactane haben präbiotische Eigenschaften, was bedeutet, dass sie das Wachstum nützlicher Bakterien im Darm fördern können. Diese Wirkung kann die Darmgesundheit unterstützen und das Immunsystem stärken. Arabinogalactane sind unverdauliche Polysaccharide, die den Magen und den Dünndarm unverdaut passieren und im Dickdarm von nützlichen Darmbakterien fermentiert werden. Im Dickdarm werden Arabinogalactane hauptsächlich von Bifidobakterien und Lactobacillen fermentiert. Diese Bakterien nutzen die Polysaccharide als Energiequelle und produzieren dabei kurzkettige Fettsäuren SCFAs wie Butyrat, Acetat und Propionat. Diese Fermentation ist der Schlüssel zur präbiotischen Wirkung von Arabinogalactan. Durch die Förderung des Wachstums dieser nützlichen Bakterien werden pathogene Mikroorganismen verdrängt, was die mikrobiellen Ökosysteme im Darm stabilisiert. Diese positive Veränderung des Mikrobioms stärkt nicht nur deine Darmgesundheit, sondern unterstützt auch die Immunfunktion, da eine gesunde Darmflora eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung und Funktion des Immunsystems spielt. Ist bei dir der Darm jedoch im Vorhinein geschädigt, fehlt die richtige Menge zum Beispiel an Bifidobakterien und Lactobakterien, dann kann es sein, dass dein Immunsystem durch konstanten Kaffeekonsum eher weiter Schaden nehmen kann. Die kurzkettigen Fettsäuren binden an das G-Protein gekoppelte Rezeptoren wie GPR41 und GPR43 auf den Zellen des Darmepithels und des Immunsystems. Die Aktivierung von GPR41 führt zur Freisetzung der Peptide YY und GLP-1, welche die Darmmobilität regulieren, also die Beweglichkeit des Darms und das Sättigungsgefühl fördern. Dies kann zur Verbesserung der Darmfunktion und zur Vorbeugung von Darmstörungen beitragen. Butyrat, einer der Haupt-SCFAs, SCFA steht für Short Chain Fatty Acid, kann Histon-Deacetylasen hemmen, was zur Modulation der Genexpression in Darmzellen führt. Diese epigenetischen Veränderungen können die Integrität der Darmbarriere verbessern und entzündliche Reaktionen im Darm verringern. Eine starke Darmbarriere verhindert das Eindringen pathogener Bakterien und Toxine in den Körper und reduziert so das Risiko systemischer Entzündungen. SCFAs tragen zur Produktion von Mucin und der Stärkung der Tight Junctions bei, also der undurchlässigen Verbindung im Darm, was die Darmbarriere eben intakt hält. Die Darmbarriere ist sehr wichtig für ein funktionierendes Immunsystem, da sie Toxine und Erreger und nicht erwünschte Moleküle im Vorhinein eben filtert. Eine schwache Darmbarriere bedeutet gleichzeitig ein geschwächtes Immunsystem. Sowas kann man normalerweise selbst in einem großen Blutbild eben erkennen. All diese aktivierten Signalwege und Wechselwirkungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Immunhomöostase, also die Bildung und Regulation von Abwehrzellen. Insbesondere Butyrat fördert die Differenzierung und Funktion von regulatorischen T-Zellen. Diese Zellen sind wichtig für die Aufrechterhaltung der Immunhomöostase und für die Verhinderung übermäßiger Entzündungsreaktionen. Durch die Erhöhung der T-Zellenpopulation im Darm kann das Immunsystem besser zwischen nützlichen und schädlichen Mikroben unterscheiden und die Entstehung von Autoimmunerkrankungen verhindern. Abgesehen davon sind viele weitere positive Effekte zu vermerken, vor allem für die Leber, die Lunge, die Bauchspeicheldrüse, das Fettgewebe, die Muskeln, das Hirn und das Knochenmark. Lipide, die etwa 17% des Trockengewichts grüner Kaffeebohnen ausmachen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Aromas und des Mundgefühls von Kaffee. Die meisten dieser Lipide sind Triglyceride, aber es gibt auch Diterpene wie Kaffeestol und Kaveol,
Diese Diterpene sind besonders interessant, da sie sowohl positive als auch negative gesundheitliche Auswirkungen haben können. Kaffeestol und Kaveol haben gezeigt, dass sie entzündungshemmende Eigenschaften besitzen, das Risiko von Diabetes senken und in Tiermodellen eine schützende Wirkung gegen bestimmte Arten von Krebs haben können. Sie modulieren den Nuclear Factor Kappa-B-Signalweg, einen zentralen Regulator der Immunantwort und der Entzündungsprozesse. Dies reduziert die Expression proinflammatorischer Mediatoren und kann Schutz vor entzündlichen Erkrankungen bieten. Allerdings können sie auch den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen. Das ist jedoch hauptsächlich bei ungefiltertem Kaffee wie türkischem oder französischem Kaffee der Fall, da er höhere Konzentrationen dieser Verbindung enthält, im Gegensatz zu gefiltertem Kaffee. Ein erhöhter Cholesterinspiegel ist nicht per se schlecht, da immer die Relation zu anderen Biomarkern im Blut interpretiert werden muss. Es spielt also eine große Rolle, wie die Ernährung im Allgemeinen ist. Wenn die Ernährung nicht sitzt und schon erste negative Anzeichen zu sehen sind, kann ungefilterter oder stark dosierter Kaffee also auch negative Auswirkungen haben. Cholesterin ist ein komplexes Thema, das wir in einem wahrscheinlich anderen Ultimate Guide besprechen werden. Proteine und Aminosäuren sind ebenfalls zentrale Bestandteile und machen etwa 8-12% des Gewichts grüner Kaffeebohnen aus. Während des Röstprozesses werden diese Proteine in verschiedene aromatische Verbindungen abgebaut, die maßgeblich zur Entwicklung des Kaffeegeschmacks beitragen. Diese Abbauprodukte interagieren mit Zucker in der Maillard-Reaktion, was zur Bildung zahlreicher geschmacksaktiver Moleküle führt. Einige Aminosäuren im Kaffee, wie Glutaminsäure, tragen zu einem umami-artigen Geschmack bei, der dem Kaffee eine gewisse Tiefe verleiht. Glutamat ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter im Gehirn und spielt eine entscheidende Rolle bei der neuronalen Kommunikation, Plastizität und Gedächtnisbildung. Durch die Aktivierung von AMPA und NMDA-Rezeptoren wird die postsynaptische Zelle depolarisiert, was zu einem Anstieg der Calciumkonzentration in der Zelle führt. Diese Calciumionen aktivieren intrazelluläre Kinasen, insbesondere die Calcium-Calmodulin-abhängige Proteinkinase 2. Kinasen sind spezielle Enzyme, die eine zentrale Rolle bei der Regulation vieler zellulärer Prozesse spielen. Sie übertragen Phosphatgruppen von Molekülen wie ATP auf andere Proteine. Dieser Prozess heißt Phosphorylierung. Durch die Phosphorylierung werden die Zielmoleküle chemisch modifiziert, wodurch sich deren Funktion, Aktivität oder Position in der Zelle verändert. Im Kontext des Gehirns ist die Phosphorylierung durch Kinasen entscheidend für die Verstärkung synaptischer Verbindungen. Diesen Prozess nennt man Langzeitpotenzierung, kurz LTP. Die LTP gilt als eine molekulare Grundlage für das Lernen und das Gedächtnis. NMDA-Rezeptoren sind dabei von besonderer Bedeutung, da sie Calcium in der Zelle einströmen lassen, durch die Calcium-Calmodulin-abhängige Proteinkinase 2 aktiviert wird. Diese Kinase phosphoryliert dann bestimmte Proteine in der postsynaptischen Membran, was die Empfindlichkeit der Zelle für den Neurotransmitter Glutamat erhöht und somit die Effizienz der synaptischen Übertragung verbessert. Darüber hinaus können mGlur-Rezeptoren, das sind Glutamatrezeptoren, aktiviert werden, was zur Freisetzung von intrazellulärem Calcium über den Inositol-Triphosphat-Signalweg führt. Dieses Calcium aktiviert wiederum die Proteinkinase C, ein weiteres Enzym, das durch Phosphorylierung die neuronale Erregbarkeit erhöht und die synaptische Plastizität moduliert, also die Fähigkeit der Synapsen, sich an Veränderungen in der Aktivität anzupassen. Chlorogensäuren sind polyphenolische Verbindungen, die etwa 5-12% des Trockengewichts grüner Kaffeebohnen ausmachen. Sie sind starke Antioxidantien und tragen zur Bitterkeit des Kaffees bei. Während des Röstens zerfallen Chlorogensäuren in verschiedene Abbauprodukte wie Kaffeesäure und Quinsäure, die ebenfalls zur antioxidativen Kapazität des Kaffees beitragen. Diese Säuren sind vor allem wichtig für die gesundheitlichen positiven Eigenschaften. Chlorogensäuren neutralisieren freie Radikale. Freie Radikale sind Moleküle, Ionen oder Atome mit einem ungepaarten Elektron. Sie sind hochgradig reaktiv und versetzen biologisches Gewebe in oxidativen Stress. Sie können als Initiator eine Kettenreaktion auslösen, die Moleküle, Zellen und Gewebe schädigt, irreparabel zerstört. Solche Kettenreaktionen können Mutationen und andere DNA-Schäden verursachen, die zu degenerativen Erkrankungen oder sogar Krebs führen können. Sie entstehen zum Beispiel durch Überlastung der Verbrennungsprozesse in den Mitochondrien oder durch Umweltgifte, schlechte Ernährung, Strahlung oder Zigarettenrauch. Auch übermäßiger Kaffeekonsum kann über Pathways eben zu einer Überlastung führen, wo eben genau diese oxidativen Prozesse entstehen. Es kommt also auf die richtige Anwendung von Kaffee an. Antioxidantien schützen gegen freie Radikale, indem sie mit diesen reagieren und dadurch ihre Reaktivität herabsetzen. Das passiert hauptsächlich durch die Hydroxygruppen an den aromatischen Ringen der Chlorogensäuren, die Elektronen leicht abgeben können. Diese antioxidative Aktivität schützt Zellen vor oxidativen Stress,
Dadurch schützen sie vor chronischen Krankheiten eben wie Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen und können auch eine schützende Wirkung auf das Nervensystem haben und das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson senken. So wie die Diterpene modulieren Chlorogensäuren ebenfalls den NF-κB-Signalweg. Durch die Hemmung von NF-κB wird die Expression proinflammatorischer Zytokine wie TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta und Interleukin-6 reduziert, was zur Verringerung der Neuroinflammation beiträgt und die Nervenzellen vor Entzündung schützt. Chlorogensäuren fördern die nukleare Translokation, also die örtliche Verlagerung von NRF2. NRF2 ist ein sogenannter Transkriptionsfaktor, ein regulatorisches Protein, das durch die Bindung an spezifische Regionen in der DNA den Start der Transkription moduliert. Es wird durch die Expression von antioxidativen Enzymen und Detoxifikationsproteinen wie Hämoxygenase 1, HO1 und Glutathion-S-Transferase GST reguliert. Der NRF2-Signalweg ist ein wichtiger zellulärer Verteidigungsmechanismus gegen oxidativen Stress. Chlorogensäuren erhöhen dabei auch die Aktivität von endogenen antioxidativen Enzymen wie Superoxiddismutase, kurz SOD, Katalase und Glutathionperoxidase. Sie wirken, indem sie reaktive Sauerstoffspezies, kurz ROS, direkt neutralisieren und die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies verringern. Diese ROS sind sauerstoffenthaltende Moleküle mit sehr großer chemischer Reaktionsbereitschaft, die oxidativen Stress auslösen, sowie die freien Radikale. Durch die Aktivierung des NRF2-Signalwegs können Chlorogensäuren die Zellen vor oxidativen Stress und Entzündung schützen, die nicht nur, aber vor allem bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer eine Rolle spielen. Chlorogensäuren aktivieren auch das Enzym AMPK, einen zentralen Regulator des Energiestoffwechsels. Dieser wird aktiviert, wenn der zelluläre Energiezustand niedrig ist. Das führt zu einer erhöhten Glukoseaufnahme in die Zellen, insbesondere in die Muskelzellen. Diese Aktivierung fördert den Glukoseverbrauch und reduziert den Blutzuckerspiegel. Zudem wird die Fettsäureoxidation gesteigert, was den Energiebedarf weiter deckt und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Daher kommen unter anderem die gesteigerte Leistungsfähigkeit für Sportler und die Vorteile fürs Abnehmen. Durch diesen Pathway kann es eben dazu kommen, dass man nach dem Training unterzuckert, typisch für Sportler, die irgendwelche potenten Pre-Workouts mit einer Koffeinüberdosis einnehmen. Diese spüren dann einen starken Drop an Energie eben nach dem Training. Chlorogensäuren verbessern also die Glucose- und Fettstoffwechselprozesse, was bei der richtigen Anwendung zu einer Reduktion des Risikos von Typ-2-Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen führen kann. Chlorogensäuren hemmen das Enzym Alpha-Glucosidase, das im Dünndarm für den Abbau komplexer Kohlenhydrate zu Glucose verantwortlich ist. Durch die Hemmung dieses Enzyms wird die Glukoseaufnahme verzögert. Dies reduziert die Menge an Glucose, die in den Blutkreislauf gelangt, und hilft, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Chlorogensäuren hemmen auch die Aktivität der Glucose-6-Phosphatase, einer komplexen Proteinverbindung, was zu einer reduzierten Glukoseproduktion in der Leber führt. Dies trägt zu einem niedrigeren Blutzuckerspiegel bei, insbesondere nach Mahlzeiten. Vielleicht ist sogar die italienische Tradition, den Espresso nach dem Essen zu trinken, rein intuitiv daraus entstanden. Allgemein predige ich immer, auf den eigenen Körper zu hören, denn wenn man genau zuhört, versteht man, was der Körper gerade braucht und was gesund ist. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert, denn bei vielen sind die Rezeptoren schon derartig überstimuliert, dass der Körper immer mehr fordert, was dann wiederum sehr schädlich ist. Auf solche potenziellen Schäden und Gefahren gehen wir im nächsten Kapitel ein. Chlorogensäuren verhindern auch die Oxidation von Lipiden, Proteinen und DNA in Nervenzellen, was eine wichtige Rolle beim Schutz gegen neurodegenerative Schäden spielt. Bei Alzheimer spielt die Akkumulation von Amyloid-Beta-Peptiden eine zentrale Rolle. Diese Peptide bilden Plaques, die neurotoxisch wirken und zum Zelltod führen. Amyloid-Plaques sind dichte, unlösliche Ablagerungen zwischen den Neuronen in bestimmten Bereichen des Gehirns, insbesondere in der Großhirnrinde und dem Hippocampus, die für Gedächtnis und Lernen wichtig sind. Chlorogensäuren können den Amyloid-Beta-Signalweg modulieren und so die Plaquenbildung reduzieren. Sie wirken auf die Enzyme Beta-Sekretase BACE1 und Gamma-Sekretase und hemmen die Produktion von Amyloid-Beta-Peptiden. Zudem fördern Chlorogensäuren die Phagozytose von Amyloid-Beta durch Mikrogliazellen, was zur Beseitigung von toxischen Plaques im Hirn beiträgt. Mikrogliazellen sind sowas wie die erste Abwehrlinie im Hirn. Sie sind Fresszellen, die im Zuge der Immunabwehr andere Mikroorganismen und Fremdkörper aufnehmen und im Zellinneren verdauen. Dieser Prozess nennt sich Phagozytose. Da unser Gehirn sehr wichtig ist, wird es von einer sehr starken Security-Spezialeinheit bewacht. Chlorogensäuren fördern die Überlebenssignale in dopaminären Neuronen durch die Aktivierung des mTOR-Signalwegs.
Dieser Weg ist wichtig für die Zellüberlebenssignale und kann apoptotische Prozesse verhindern, die durch oxidativen Stress und entzündliche Faktoren ausgelöst werden. Apoptotische Prozesse sind eine Form des programmierten Zelltods. Das ist zwar eine wichtige Funktion im Körper, die jedoch natürlich reguliert werden muss, um übermäßige Zelltode zu verhindern oder zum Beispiel im Fall von Krebs Zelltode eben hervorzurufen. Parkinson ist durch den Verlust dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra, einem bestimmten Teil des Gehirns, gekennzeichnet. Durch die Aktivierung von mTOR wird die Apoptose von dopaminergen Neuronen gehemmt, was zum Schutz von neuronalen Schäden beiträgt. Nicht ohne Grund ist die Chlorogensäure so gut erforscht, dass sie bei fast allen wichtigen Prozessen im Körper eine Rolle spielt und positive Effekte zeigt. Kaffee enthält mehrere Alkaloide, von denen Koffein das bekannteste und am meisten erforschte ist. Koffein macht etwa 1-2% in Arabica-Bohnen und 2-5% in Robusta-Bohnen aus. Es ist ein starkes Stimulanz, das zu erhöhter Wachsamkeit und verminderter Müdigkeit führt. Koffein wirkt hauptsächlich über das zentrale Nervensystem, hat aber auch indirekte Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Durch die Blockade von Adenosinrezeptoren erhöht Koffein die Ausschüttung von Adrenalin, was die Glykogenolyse in der Leber stimuliert, also die Bereitstellung von Glucose durch die Leber an andere Organe. Dies kann kurzfristig zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen, was besonders nach Koffeinkonsum auf nüchternen Magen beobachtet wird. Auch hier wieder das Beispiel des Bodybuilders, der nach seiner Überdosis von seinem Pre-Workout eben eine Disbalance herbeiführt, die zu einem schlagartigen Energieabfall nach dem Training führt. Langfristiger Koffeinkonsum, besonders in moderaten Mengen, kann jedoch die Insulinsensitivität verbessern, was möglicherweise auf die Interaktion mit verschiedenen Signalwegen zurückzuführen ist, die die Glukoseaufnahme in den Zellen regulieren. Koffein kann durch die Stimulierung der AMPK-Aktivität die Glukoseaufnahme in die Muskelzellen fördern, ähnlich wie die Chlorogensäuren. Diese Wirkung kann die Insulinsensitivität verbessern und hilft, den Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten besser zu kontrollieren. Andere Studien deuten darauf hin, dass Koffein kurzfristig die Insulinsensitivität senken kann, was im direkten Gegensatz zu der Aussage steht, dass es langfristig die Insulinsensitivität verbessert. Man sieht also auch hier, wie ambivalent der Konsum von Kaffee sein kann. Einerseits hilft er, den Blutzuckerspiegel nach dem Essen zu senken, andererseits treibt er den Blutzuckerspiegel in die Höhe auf nüchternen Magen. Auch ist die Wissenschaft nicht immer schlüssig in ihren Beobachtungen. Eine Studie steht zwar gegen die andere, aber durch langfristige Beobachtung von Blutbildern wird einem einiges klar. Die Blockade von Adenosinrezeptoren führt auch zu einer erhöhten Ausschüttung von Acetylcholin, was zu einer Verbesserung der kognitiven Funktion beiträgt. Ebenfalls wichtig ist, dass durch die Blockade der Rezeptoren indirekt der Dopaminsignalweg beeinflusst wird, was die kognitiven Funktionen, Stimmung und motorische Kontrolle verbessert. Das hat Auswirkungen auf das Belohnungssystem des Hirns, was die anregenden Effekte des Koffeins erklärt, aber auch die Gefahr der Abhängigkeit mit sich bringt. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eine zentrale Rolle bei der Regulierung von Emotionen, Motivation, Belohnung und Vergnügen spielt. Es wird oft als Glückshormon bezeichnet, da es eng mit dem Gefühl des Wohlbefindens und der Freude verbunden ist. Die dunkle Seite ist, dass dysregulierte Dopaminspiegel zu verschiedenen psychischen und neurologischen Störungen führen können. Dopamin wirkt auf 5 verschiedene Rezeptoren, die in 2 Hauptgruppen unterteilt sind. Die D1 und D5-Rezeptoren aktivieren das Enzym Adenylatcyclase, was zur Erhöhung des cAMP-Spiegels, also zyklisches Adenosinmonophosphat, in den Zellen führt. Dies fördert neuronale Erregung und spielt eine Rolle bei kognitiven Funktionen wie dem Kurzzeitgedächtnis und Regulation von Motivation. D2, D3 und D4-Rezeptoren hemmen die Adenylatcyclase, was zur Senkung des cAMP-Spiegels führt. Sie sind wichtig für die Hemmung von überschüssiger neuronaler Aktivität und die Feinabstimmung von Bewegung und Verhaltensweisen. Man spricht von 3 Wegen, auf denen Dopamin als Neurotransmitter wirkt. Der mesokortikale Dopaminweg führt zu einem ventralen Tegmentum im Mittelhirn zu verschiedenen Teilen des präfrontalen Kortex. Dieser Weg ist an der Regulation von Kognition, Aufmerksamkeit und emotionalen Reaktionen beteiligt. Dysfunktionen in diesem Weg werden mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression in Verbindung gebracht. Der mesolimbische Dopaminweg ist bekannt als das Belohnungssystem des Gehirns. Er reicht ebenfalls vom ventralen Tegmentum zum Nucleus accumbens, einem zentralen Teil des Belohnungssystems. Wenn Dopamin in diesem Weg freigesetzt wird, erzeugt es ein starkes Gefühl von Belohnung und Vergnügen, das uns motiviert, bestimmte Verhaltensweisen eben zu wiederholen. Dieser Weg wird durch natürliche Belohnungen wie Essen und Geschlechtsverkehr sowie Substanzen wie Kokain und Amphetamine stark aktiviert. Der nigrostriatale Weg verläuft von der Substantia nigra zum Striatum und ist entscheidend für die Kontrolle von Bewegung.
Eine ausreichende Dopaminproduktion auf diesem Weg ermöglicht flüssige und koordinierte Bewegung. Ein Mangel an Dopamin an diesem Bereich führt zu den motorischen Symptomen der Parkinson-Krankheit, während ein Überschuss zu Tics und Spasmen führt. Box- und MMA-Kämpfer nehmen Koffein vor jedem einzelnen Kampf eben nicht nur, damit sie volle Energie haben, sondern damit auch ihre Koordination auf einem Maximum ist. Es gibt auch das tuberoinfundibuläre System, doch hier wirkt Dopamin als Hormon und hemmt die Ausschüttung von Prolaktin. Prolaktin ist wenn nicht das potenteste Frauenhormon, was sehr unerwünscht ist bei Männern. Dopamin wird in Reaktion auf angenehme Reize oder erwartete Belohnungen freigesetzt. Das führt zur Koordinierung von Verhaltensweisen. Wenn eine bestimmte Handlung wiederholt zu einer Belohnung führt, wird diese Handlung verstärkt und wiederholt. Das ist eigentlich die Grundlage für Lernprozesse im Leben. Doch heutzutage leben wir in einer Welt, in dem, von einem Dopaminkick zum nächsten gesprungen wird. Darauf gehe ich im nächsten Kapitel genau ein und teile meine persönliche Philosophie, wie man wirklich ein glückliches Leben führen kann, aufbauend auf meinen biochemischen Kenntnissen einerseits und meiner praktischen Erfahrung andererseits. Weitere phenolische Verbindungen wie Katechole, Tannine und Lignine tragen ebenfalls zur antioxidativen Aktivität und zum Geschmacksprofil des Kaffees bei. Diese Verbindungen variieren je nach Art und Verarbeitungsmethoden der Kaffeebohnen. Ähnlich wie Chlorogensäuren wirken diese phenolischen Verbindungen als Antioxidantien, indem sie freie Radikale neutralisieren und so Zellschäden verhindern. Die strukturellen Eigenschaften dieser Verbindung, insbesondere die Hydroxygruppen an den aromatischen Ringen, sind entscheidend für ihre Fähigkeit, Elektronen zu spenden und freie Radikale zu neutralisieren. Neben der Neutralisierung von freien Radikalen fördern diese Verbindungen auch die Expression von antioxidativen Enzymen wie Glutathionperoxidase und Superoxid-Dismutase, ebenfalls wie Chlorogensäuren. Die Wirkungsweise ist hier allgemein ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen bioaktiven Verbindungen. Sie sprechen zum Beispiel ebenfalls die Transkriptionsfaktoren NRF2 und NF-kappa-B an, aktivieren das Enzym AMPK und modellieren den MAPK-Signalweg. Die Besonderheit hier sind die Tannine, die die Modellierung von sogenannten TLRs, den Toll-like Receptors, aktivieren. Das sind eine Klasse von Rezeptoren, die für die Erkennung von Pathogenen verantwortlich sind, also einfach gesagt Krankheitserregern entdecken. Diese Rezeptoren haben eine Schlüsselrolle in der angeborenen Immunität. Tannine führen hier zu einer verringerten Freisetzung von entzündungsfördernden Zytokinen. Ebenfalls können sie Metallionen binden, die als Katalysatoren für oxidative Reaktionen wirken. Durch die Chelatbildung mit diesen Ionen wird die Entstehung von freien Radikalen reduziert, was den oxidativen Stress weiter mindert. Diese Eigenschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Prävention von Phentonreaktionen, die sonst zu einer erhöhten Bildung von Hydroxylradikalen führen könnten. Zur Erinnerung, Radikale sind die hochreaktiven Moleküle, die zu DNA-Schäden und Krebs führen können. Tannine hemmen die Matrix-Metalloproteinasen, insbesondere das MMP9. Diese Enzyme sind am Abbau der extrazellulären Matrix beteiligt und spielen eine Rolle bei Entzündungsprozessen und der Gewebeszerstörung. Hier verhindern Tannine die entzündlichen Gewebeschäden und begrenzen die Ausbreitung von Infektionen. Ein weiteres wichtiges Alkaloid ist Trigonellin, das einerseits zur Bildung von Aromen beiträgt, aber noch viel wichtiger während des Röstprozesses zu Niacin, also Vitamin B3, abgebaut wird. Trigonellin aktiviert den PPAR-Gamma-Signalweg und spielt eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel, in der Glukosehomöostase und bei entzündlichen Reaktionen. Die Insulinsensitivität wird verbessert und es wirkt entzündungshemmend. Trigonellin hemmt die Bildung von sogenannten Advanced Glycation End Products. Das sind schädliche Verbindungen, die durch die nicht enzymatische Glykation von Proteinen und Lipiden entstehen und mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Trigonellin führt hier zu einer Reduzierung von Zellschäden und Entzündung. Über den NRF2-Signalweg kann es die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies in Nervenzellen hemmen und durch die Reduktion von oxidativen Stress schützt Trigonellin die Neuronen vor Schäden. Niacin oder Vitamin B3 ist ein essentielles Vitamin, das für eine Vielzahl von biochemischen Prozessen im Körper benötigt wird, insbesondere im Energiestoffwechsel und bei der DNA-Reparatur. Der Rezeptor GPR109A ist ein Rezeptor, der spezifisch auf Niacin anspricht. Die Aktivierung dieses Rezeptors hat entzündungshemmende und lipidsenkende Effekte. Wenn Niacin an GPR109A bindet, führt dies zur Hemmung der Lipolyse im Fettgewebe, was den Abbau von Fettsäuren reduziert und die Blutfettwerte senkt. Falls jedoch nun manche denken, sie können einfach synthetische B-Vitamine supplementieren und die Sache hat sich erledigt,
Da muss ich dich enttäuschen. Ich predige schon seit über einem Jahrzehnt, dass synthetische Vitamine aus Supplements oft nicht so wirken wie aus natürlichen Quellen. Vor allem synthetische B-Vitamine sind stark krebserregend und können eben zu starken Dysbalancen bei genau diesen wichtigen Prozessen im Körper führen. Zudem ist Niacin ein Vorläufer von NAD+. NAD+ ist ein Kofaktor, der in zahlreichen Redoxreaktionen des Energiestoffwechsels eine Schlüsselrolle spielt. Der NAD+-Biosyntheseweg ist zentral für die Funktion von Sirtuin, einer Klasse von Enzymen, die für die Regulierung des Zellstoffwechsels, der Alterung und der DNA-Reparatur entscheidend sind. Sirtuine, insbesondere SIRT1, wirken protektiv gegen oxidativen Stress und tragen zur Langlebigkeit bei Zellen bei. Die flüchtigen Verbindungen und Terpenoide im Kaffee sind entscheidend für das charakteristische Aroma von Kaffee. Diese Verbindungen entstehen hauptsächlich während des Röstprozesses, wenn die Hitze die komplexen biochemischen Strukturen der Kaffeebohne aufbricht. Aldehyde, Ketone, Ester und Alkohole sind einige der wichtigen flüchtigen Verbindungen, die den einzigartigen Duft von frisch gebrühtem Kaffee erzeugen. Bestimmte Aldehyde und Alkohole können die GABA-Rezeptoren modulieren und so eine beruhigende und entspannende Wirkung auslösen. GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, ist der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Diese Modulation kann den Stresspegel senken und die Schlafqualität verbessern. Einige Ester und Ketone können indirekt das serotonerge System beeinflussen, was die Auswirkungen auf die Stimmung, den Schlaf und den Appetit hat. Diese Verbindungen können die Freisetzung von Serotonin beeinflussen oder die Serotoninrezeptoren modulieren, was zu einer Verbesserung der emotionalen Stabilität und ebenfalls der Schlafqualität führen kann. Einige Aldehyde und Ketone haben die Fähigkeit, die Aktivität von MAO zu hemmen. MAO, also Monoaminoxidase, ist ein Enzym, das für den Abbau von Monoaminen wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin verantwortlich ist. Durch die Hemmung von MAO können diese Verbindungen die Verfügbarkeit von Monoamin im Gehirn erhöhen, was eine antidepressive Wirkung haben kann und zur Stimmungsverbesserung beiträgt. Dieser Mechanismus wird häufig auch synthetisch angesteuert. Solche Antidepressiva nennt man MAO-Hämmer. Terpenoide wie Limonen und Myrcen tragen ebenfalls zum Aroma bei und haben darüber hinaus potenzielle gesundheitliche Vorteile. Einige Terpenoide besitzen antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen können. Sie aktivieren den TRP-Kanalweg. TRP-Kanäle sind eine Gruppe von Ionenkanälen, die auf verschiedene physikalische und chemische Reize reagieren, darunter Temperatur, Schmerz und chemische Verbindungen wie eben diese Terpenoide. Die Aktivierung kann eine schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung entfalten. Die antioxidative Wirkung der Terpenoide erfolgt auch hier über die Aktivierung des NRF2-Signalwegs. Insbesondere Myrcen hat neuroprotektive Eigenschaften, die durch die Hemmung von neuronalen Entzündungen und die Verbesserung der mitochondrialen Funktion vermittelt werden. Myrcen kann die Aktivität von BDNF, also Brain-Derived Neurotrophic Factor, erhöhen, einem wichtigen Molekül für die neuronale Gesundheit, das die Überlebensrate von Neuronen fördert und synaptische Verbindungen stärkt. Über BDNF haben wir schon ausgiebig in meinem Nikki Ultimate Sauna Guide gesprochen. Schau dir den unbedingt an, wenn du ihn verpasst hast. Obwohl Kaffee nicht als Hauptquelle für Mineralien betrachtet wird, enthält er dennoch geringe Mengen an wichtigen Mikronährstoffen wie Magnesium, Kalium und Mangan. Diese Mineralien spielen eine wesentliche Rolle bei verschiedenen physiologischen Prozessen. Magnesium ist beispielsweise wichtig für die Muskel- und Nervenfunktion sowie den Energiestoffwechsel. Kalium hilft, den Blutdruck zu regulieren und die Herzgesundheit zu unterstützen. Viel ist definitiv nicht drin, aber vollständigkeitshalber gebe ich dir alles an Wissen mit. Zudem ist schwarzer Kaffee nahezu kalorienfrei und enthält keine nennenswerten Mengen an Fetten oder Kohlenhydraten. Das Hinzufügen von Zucker, Milch oder Sahne kann jedoch den Kaloriengehalt erheblich erhöhen und die gesundheitlichen Nutzen des Kaffees mindern. Die genaue Zusammensetzung der biochemischen Verbindungen in Kaffeebohnen variiert je nach genetischer Unterart, Herkunft und Anbaubedingungen. Faktoren wie Höhe, Bodenbeschaffenheit und Klima beeinflussen die biochemische Zusammensetzung. Unterschiedliche Verarbeitungsmethoden und Röstgrade führen zu unterschiedlichen chemischen Reaktionen in den Bohnen wie der Maillard-Reaktion und der Karamellisierung. Diese Reaktionen verändern die Konzentration und das Gleichgewicht dieser Verbindung und beeinflussen die Wirkung von Geschmack, Aroma und Säure. Sie sind auch der Ausgangspunkt für die gesundheitlichen Vorteile, genau wie die Gefahren, die wir jetzt im nächsten Kapitel noch detaillierter betrachten werden. Wie ihr seht, ist Kaffee biochemisch betrachtet ein unglaubliches Mittel, das an einer Vielzahl von Prozessen im Körper beteiligt ist, die wiederum alle miteinander wechselwirken. Ich sage immer wieder, Kaffee ist extrem potent. Das ist aber auch mit Gefahren verbunden. Darum ist es so wichtig zu wissen, wie man Kaffee richtig einsetzt und auch der Grund, warum ich dieses Video überhaupt mache.
Denn so wie der Großteil der Gesellschaft Kaffee konsumiert, das ist alles andere als gesund. Gerade im Büroalltag, wo die Leistungssteigerung mehr im Vordergrund steht als das gemäßigte, kulturelle und genüssliche Miteinander. For example, me and my followers, we mainly focus on health benefits. We don't care about this experience. We don't care they put our name correctly on the cup so we can take a picture on Instagram. We don't care about this. We mainly do things for our benefit, for our performance, for our health. Let's say I go to a coffee place, a new one, I would call you and say, Alex, what should I order? Yeah. I mean, I think there's a couple of indicators to look out for. Is it one of the high street chains? I'm not going to mention any names, but you know who they are. Or is it that very nicely designed little place where you go in and you instantly feel like the coffee in your face because they're grinding it all the time? I look out for the coffee machine. If it's a good coffee machine, like a La Marzocco or a Faema or something like that, I instantly know they know what they're doing. Do I see multiple grinders? Do I see them grinding the coffee all the time? Latte art is something that's really important, like the art that they make. The foam? Yeah, with the foam. Because it means they care. It's not just an industrial product that they're just giving out. They have fun working. They enjoy the process. They love what they do. They enjoy the process. And if they do that, if they're that type of people, they wouldn't be selling you something that they themselves don't believe in. Yeah, I mean, you can easily go in and talk to them about where they source their beans from. Usually a lot of smaller coffee shops, they will have their beans that you can also buy. So you can go and read on the labeling where they're getting them from, what type of bean it is, and so on. This you won't be able to do in the high street coffee stores. A lot of the smaller coffee stores, they focus only on coffee. They're not trying to sell you croissants and bars and all these other things. They're only focusing on what they do best. So that's definitely also, I think, I'd look up. This is absolutely excellent advice. So let me recap. So first of all, you look at the machinery and the equipment. What's the coffee machine? What about the grinders? Yeah. Then you look at the small details. What's let's say the foam design. How do you call it? Latte art. The latte art. You look at the cups. Yeah. Like what's the quality of the cups? How are the details? Do they care? Do they love the process? Yeah. And the third is actually also a very, very good point, which I also recommend. Let's say you go and buy, in general, some products from a farmer. You buy a tomato or something. You buy a cucumber, or you buy a potato, whatever. Yeah. You go to a farmer and you start talk to him about the food. Where does it come from? What is it good for? What's the season? Where's the best when is the best season to get it? Tell me something about the product. So actually communicating with the guys who is the barista or whoever. Yeah. Talk to them about it. Because it's information, and then you may learn something, and also you may understand, okay, is there someone who understands his craft, has expertise or not? Yeah. And maybe you can learn something for free. So what I constantly do, let's say I go to a market, to a bazaar, to the fishermen, and I talk to them. Ask questions. Ask questions for free. And the thing is, if they're passionate about what they do, they will love to talk to you about it. Yes. And if they're not passionate about it and they just kind of send you away, then you also know that they're not very passionate about their product. And therefore, then you can say, ciao, amigo. Ciao. And you go to someone who really cares and is passionate about the product. Exactly. That's why I constantly ask questions to you. What about this? What about that? What about this wine? What about this coffee? So it's very important. This is how you can filter. Yeah. You can see who cares and who knows and who does not know anything, is just here to sell you something. Ja, exakt. Es ist wichtig, sich der potenziellen Risiken und Nebenwirkungen bewusst zu sein. Zum Beispiel erklärte die anonyme Women's Petition Against Coffee von 1674, der übermäßige Gebrauch dieses neumodischen, abscheulichen, heidnischen Getränks namens Kaffee hat unsere Männer entmannt und unsere freundlicheren Verehrer verkrüppelt, sodass sie so impotent geworden sind. Das ist natürlich eher witzig und übertrieben, aber auch nicht ganz unwahr. Etwa 20% aller Menschen haben eine Koffeinempfindlichkeit. Diese Empfindlichkeit variiert stark zwischen Individuen, wobei einige Menschen selbst bei geringen Dosen Nebenwirkungen verspüren. Zu den häufigsten Symptomen gehören Zittern, Nervosität und Angstgefühle, Schlafstörungen, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen. Koffein kann zu schnellen oder unregelmäßigen Herzschlägen führen. Während richtiger Kaffeekonsum als sicher gilt und den Blutdruck sogar senken kann,
führt übermäßiger Konsum zu einem erhöhten Herzschlag und Blutdruck, was zu kardiovaskulären Problemen beitragen kann. Regelmäßige Kaffeetrinker können eine Abhängigkeit entwickeln. Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Müdigkeit können auftreten, wenn der Koffeinkonsum reduziert oder plötzlich gestoppt wird. Man hat das Gefühl, ohne Kaffee gar nicht mehr zu funktionieren. Es kommt zu Konzentrationsstörungen, Brain Fog, unruhigem Schlaf und stetiger Müdigkeit. Während einer Schwangerschaft verdoppelt sich die Halbwertszeit von Koffein. Dadurch erhöht sich die eigentliche Dosis pro Tasse. Koffein passiert die Plazenta und der Fötus verfügt nicht über die notwendige enzymatische Aktivität, um es effizient abzubauen. Dadurch besteht das Risiko einer Frühgeburt, einem niedrigen Geburtsgewicht des Kindes oder sogar einer Fehlgeburt. Ich empfehle es schwangeren Frauen, Kaffee nicht anzufassen. Kaffee hat potenziell viele negative Auswirkungen auf verschiedene physiologische Aspekte. Koffein stimuliert die Nebennieren zur Ausschüttung von Cortisol, einem Stresshormon, was bei übermäßigem Konsum insbesondere bei bereits gestressten Personen zu Nebennierenschwächen führen kann. Der Cortisolspiegel bleibt mehrere Stunden nach dem Konsum erhöht. Kurzfristig ist Cortisol gut und lebensnotwendig, doch bei chronischem Stress kann Cortisol zu lange erhöht bleiben, was viele Gesundheitsprobleme verursachen kann. Stress ist einer der ungesündesten Elemente überhaupt. Es kann zu Gesundheitsproblemen wie Angstzuständen, Bluthochdruck und Immunschwäche beitragen. Das erhöhte Cortisol kann den Blutzuckerspiegel beeinflussen und sogar erhöhen. Das ist besonders besorgniserregend für Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz. Große Risiken sind eine Nebennierenschwäche und Dysregulation der HPA-Achse. Die HPA-Achse beschreibt einen komplexen endokrinologischen Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde. Sie ist entscheidend für eine gesunde Balance der Hormone. Dementsprechend kann bei Fehlkonsum von Kaffee sogar das Testosteron sinken. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass regelmäßige Kaffeetrinker eine geringere Cortisolreaktion während des Kaffeetrinkens zeigen als Menschen, die nie Koffein konsumieren. Koffein kann aber auch eine normale Cortisolreaktion auf Stress verschlimmern, was bedeutet, dass wenn der Körper bereits gestresst ist, der zusätzliche Koffeinkonsum die Cortisolreaktion noch stärker ausfallen lässt. Die Stimulation der Nebennieren und die Stressreaktion können auch indirekt das Gleichgewicht der Schilddrüsenhormone beeinflussen. Hashimoto, die häufigste Form der Hypothyreose, also der autoimmunen Schilddrüsenerkrankung, steht in engem Zusammenhang mit der Permeabilität, also der Durchlässigkeit des Darms, auch bekannt als Leaky Gut Syndrome. Menschen mit erhöhter Darmdurchlässigkeit sind eher anfällig für Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Darmprobleme. Da Kaffee als Reizstoff für den Magen-Darm-Trakt ist und die Magenentleerung beschleunigt, sollten Menschen mit Darmproblemen vorsichtig mit Kaffeekonsum sein. Kaffee ist sauer und kann die Produktion von Magensäure erhöhen, was bei einigen Menschen zu Sodbrennen oder Gastritis führen kann. Menschen mit Hypothyreose können sowieso schon Symptome wie erhöhten Herzschlag, Angstzustände oder Schlaflosigkeit erleben. All dies wird durch Koffein noch verstärkt. Darüber hinaus wird Kaffee als Diuretikum, was zu einer erhöhten Urinausscheidung und potenzieller Dehydration führen kann, wenn die Flüssigkeitszufuhr nicht ausreichend aufrechterhalten wird. Die Stress- und Dehydratationseffekte von Koffein konnten potenziell Haarausfall und trockene Haut indirekt verschlimmern. In Bezug auf die Sexualhormone wie Testosteron, Östrogen oder Progesteron sind die Forschungsergebnisse gemischt. Studien an Männern deuten darauf hin, dass Koffein möglicherweise zu niedrigeren Testosteronspiegeln beitragen kann. Eine andere Studie ergab, dass Koffein bei Frauen den Testosteronspiegel senken, bei Männern jedoch erhöhen kann. Eine weitere Auswertung von Studien ergab keinen linearen Zusammenhang zwischen Kaffee und Testosteron. Die Ergebnisse sind nicht einheitlich und widersprüchlich. Ich bin der persönlichen Meinung, ob Koffein den Testosteronspiegel senkt oder nicht, hängt von der richtigen Anwendung ab. Deswegen zeige ich euch in den nächsten Kapiteln, wie ihr Koffein am besten nutzen könnt, sodass eben keine unerwünschten Folgen entstehen. Koffein beeinflusst auch die Östrogenspiegel, wobei die Auswirkungen je nach Bevölkerungsgruppe unterschiedlich sind. Beispielsweise wurde ein höherer Kaffeekonsum mit niedrigeren Östrogenkonzentrationen bei weißen Frauen in Verbindung gebracht, während asiatische und schwarze Frauen möglicherweise höhere Östrogenspiegel erleben. Diese Variation ist teilweise auf genetische Unterschiede zurückzuführen, das sowohl Koffein als auch Östrogen metabolisiert. Der Progesteronspiegel wird vermutlich in erster Linie durch die Auswirkungen auf Cortisol und die Dysregulation der HPA-Achse beeinflusst. Wenn der Körper unter Stress steht, sendet er Signale, um die Produktion von Sexualhormonen einschließlich Progesteron zu verlangsamen. Das ist eine evolutionäre Anpassung, bei der dein Körper erkennt, dass du dich wahrscheinlich nicht in einer sicheren Umgebung für eine Fortpflanzung befindest. Der Körper reguliert Hormone herunter und spart Energie, um mit dem Stressfaktor umzugehen. Mit anderen Worten, eine Tasse Kaffee beeinflusst nicht unbedingt direkt deine Sexualhormone, aber das Koffein in Kombination mit chronischem Stress könnte deine allgemeine Nebennierengesundheit beeinträchtigen und das Runterregulieren der Sexualhormone ist Teil dieses Gesamtbildes.
Viele Tassen Kaffee werden jedoch deine Stresslevels in die Höhe treiben und dort entsteht definitiv ein Schaden an deinen Hormonen. Während Glutamat essentielle Funktionen im Gehirn erfüllt, kann eine übermäßige Aktivierung dieser Rezeptoren durch die im Kaffee enthaltene Glutaminsäure zu exzitotoxischen Schäden führen, bei denen es zu einem pathologischen Anstieg des intrazellulären Calciumspiegels kommt. Dies kann zur Aktivierung von proteolytischen Enzymen, also eiweißabbauenden Enzymen, und letztlich zum Zelltod führen. Die Rezeptoren versuchen zwar, den Glutamatspiegel zu regulieren und den Zelltod zu vermeiden, aber zu viel ist einfach zu viel. Glutamat ist herkömmlich als Geschmacksverstärker bekannt und steht häufig in der Kritik. Es spielt nicht nur bei Alzheimer und Parkinson eine Rolle, sondern auch im Allgemeinen bei der Konzentrations- und Lernfähigkeit und sogar bei dem Verhalten von Menschen. Es gibt interessante Dokus, die gerade den Einfluss bei Kindern untersucht haben. Da wurde festgestellt, dass Kinder, die sich schlecht ernähren und viel Glutamat zu sich nehmen, auch weniger lernfähig sind. Nicht nur das, sie zeigen auch Verhaltensänderungen, sind häufig gereizt und zeigen Aggressionen. Das merkt man auch bei Hardcore-Kaffeetrinkern. Am Anfang ist der Kaffee toll für die Leistungsfähigkeit, aber es wird immer mehr und immer mehr getrunken und am Ende kann man sich kaum noch konzentrieren. Das versucht man dann mit mehr Kaffee auszugleichen und landet dann in so einer Abwärtsspirale, die die Rezeptoren im Gehirn überlädt und die Zellen sterben lässt. Dieser Schaden ist sogar oft irreversibel. Damit Hand in Hand geht die Überstimulation der Dopaminrezeptoren. Dies führt zu einer Toleranzbildung, was bedeutet, dass immer größere Mengen eines Stimulanten benötigt werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig kann es zu einer Desensibilisierung der Rezeptoren kommen, was die Empfindlichkeit des Systems verringert und zu Anhedonie führt, einem Zustand, in dem man keine Freude mehr empfinden kann. Es ist leicht, in diese Falle zu tappen. Nicht nur Drogen sind eine Gefahr, sondern alles, was einem diesen kurzzeitigen Freudenschub gibt, wenn man es übertreibt. Eine Studie hat gezeigt, je mehr Social Media genutzt wird, desto geringer ist die Kapazität, Dopamin zu synthetisieren. Von Social Media Doomscrolling bis hin zur Spekulation an der Börse, Sportwetten, Fastfood, Kaffee, es gibt endlose Beispiele. Diese Freude ist im Endeffekt vergänglich und macht dich nicht langfristig glücklich. Deswegen, ich persönlich verzichte auf Social Media Scrolling, stattdessen lese ich lieber dicke Bücher. Mit so einem Dopaminproblem wird man komplett desensibilisiert, verliert langfristige Ziele aus den Augen und am Ende ist man wie eine leere Hülle ohne einen Weg vor Augen. Wenn man wirklich glücklich und erfüllt leben will, gehört es dazu, auch mal den schweren Weg zu gehen und wirklich für sein Glück mal zu arbeiten. Wenn man etwas leistet, etwas erreicht und dadurch das Belohnungssystem triggert, dann ist es ein viel tieferes und langfristiges Glück, das einen erfüllt. Und jeder kleine Erfolg auf dem Weg zum großen Ziel ist dann schon ein heftiges Erfolgserlebnis. Das spiegelt sich auch in der Biochemie wider. Denn was viele nicht wissen, Dopamin wird im Belohnungssystem getriggert, wenn Erfolge oder Belohnungen Aussicht sind, nicht wenn sie tatsächlich erreicht werden. Und wenn ein Erfolg eintritt, reagiert das System darauf, dass man etwas Neues gelernt hat und nicht auf den Erfolg selbst. Denn bei einem Erfolg, von dem man schon weiß, dass er eintreten wird, zeigen die Rezeptoren keine Aktivität. Biochemisch gesehen ist es also tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Und das lehre ich in der legendären Nikki Bra Time Management Masterclass in meinem Coaching. Wie setzt man sich Ziele? Wie kommt man da systematisch an jedes einzelne Ziel auch hin? Heutzutage wegen der Überladung der Sinne durch Social Media und Co., durch die extremen Dopamindisbalancen der Gesellschaft haben viele Leute überhaupt keine Geduld und fühlen sich zum einen sehr unglücklich und sind auch gar nicht in der Lage, an einem Ziel langfristig zu arbeiten. Am Anfang sind viele noch in dem Mindset gefangen, sie setzen sich große Ziele und sind dann demotiviert, wenn die Ziele in 2 Wochen nicht erreicht sind. Sie denken, es verändert sich ja gar nicht, weil das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Dann sage ich zum Beispiel, hey, du hast vor 2 Wochen noch 8 Kaffee getrunken oder du hast vor 2 Wochen noch jeden Tag Fastfood gegessen. Okay, du hast zwar noch kein Sixpack, aber das, was du jetzt schon geschafft hast, du kannst richtig stolz auf dich sein. Und je mehr sie die kleinen Erfolgserlebnisse auf dem langen Weg erkennen, desto glücklicher werden sie und sagen zum Beispiel, hey Niki, ich habe es wieder geschafft, ins Gym zu gehen. Ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich 6-mal die Woche schaffe, aber ich werde immer besser und ich tue alles dafür, immer besser zu werden. Und ich sehe, wie gut dieser Weg für mich ist. Und einmal ins Gym ist besser als vor 2 Wochen, wo ich noch nicht mal angemeldet war. Aber jetzt wieder zurück zum Kaffee. Ein weiteres Risiko, dessen du dir bewusst sein musst, sind die Trends in den sozialen Medien, die zwar behaupten, gesundheitliche Vorteile zu bieten, aber ohne dass wissenschaftliche Beweise vorliegen. Einer dieser Trends ist zum Beispiel Pilzkaffee. Pilzkaffee ist eine Mischung aus gewöhnlichen Kaffeebohnen und einem Zusatz von Vitalpilzextrakt. Die Begriffe Vitalpilze oder Heilpilze sind laut Verbraucherschutz weder rechtlich definiert noch geschützt.
Diese Bezeichnungen werden hauptsächlich zu Marketingzwecken verwendet. Der Konsum von Pilzkaffee kann jedoch zu Verdauungsproblemen führen und hohe Mengen können zu Lebertoxizität führen, da sich darin Substanzen wie Schimmelpilz, Gifte und Schwermetalle befinden können. Es gibt eigentlich keine klinischen Belege für die Vorteile von Pilzkaffee, daher warnen Verbraucherschützer klar vor einer Irreführung durch Marketing. Ich warne ebenfalls immer, auf irgendwelche neuen Trends direkt aufzuspringen zu müssen, ohne die Biochemie dahinter zu verstehen. Das gleiche gilt für alle Arten von Kaffeeersatz, von denen einige sogar psychoaktiv wirken können. In Zeiten von Engpässen wurden historisch häufig Kaffeeersatzprodukte entwickelt. Matrosen an Bord von Schiffen der britischen Royal Navy stellten Ersatzkaffee her, indem sie geröstetes Brot in heißem Wasser auflösten. Während des Kommunismus entwickelten die Polen ihren eigenen Kaffeeersatz, Inka, hergestellt aus geröstetem Getreide. Aber heutzutage leben wir in einem solchen Überfluss an qualitativ hochwertigem Kaffee, dass es einfach keinen Grund gibt, ihn durch etwas anderes zu ersetzen. Ein Ersatz wird niemals das Original mit den echten Vorteilen sein, zumal die aufkommenden Ersatzprodukte nicht ausreichend erforscht sind und potenziell die Gesundheit schädigen können. Es geht so weit, dass jetzt sogar schon synthetischer Lab-Grown Kaffee hergestellt wird. Wer meinen Content schon länger verfolgt, der weiß, wie kritisch solche Reagenzglasprodukte sind und dass sie nicht die komplexen biochemischen Zusammensetzungen einer natürlichen Pflanze widerspiegeln. Ein weiterer neuer Trend, der sich gerade auf TikTok zusammenbraut, nennt sich Profi. Der Hashtag Profi hat fast 10 Millionen Aufrufe. Profi, normalerweise ein Proteinshake, der über einen Eiskaffee gegossen wird. Aber in Wirklichkeit kann es jede Art von Kaffee mit Proteinzugabe sein. Auch das ist kritisch zu beachten, da Proteinshakes und Pulver an sich nicht zu empfehlen sind und oft chemische Aromen und Zusatzstoffe enthalten, die potenziell gesundheitsschädlich sind. Es macht schon keinen Sinn, isolierte synthetische Proteine zu konsumieren und in einer unerforschten Wechselwirkung mit einem potenten Mittel wie Kaffee noch weniger. Wenn ihr mir schon länger folgt, stehe ich Proteinshakes und dergleichen Produkten sehr kritisch gegenüber. Solche Kaffeeshakes sind in gewisser Weise vergleichbar mit Starbucks-Getränken, insbesondere saisonalen Angeboten wie dem Pumpkin Spice Latte oder Frappuccinos. Daran sind nämlich viele gesundheitsgefährdende Zusatzstoffe enthalten, oft große Mengen an Zucker oder Sirup. Ein typischer aromatisierter Latte kann mehr als 50 Gramm Zucker pro Portion enthalten, was die empfohlene tägliche Zufuhr weit überschreitet. Ein hoher Zuckerkonsum wird mit Fettleibigkeit, Typ 2 Diabetes und anderen Stoffwechselstörungen in Verbindung gebracht. Mischgetränke sind sehr kalorienreich, insbesondere solche mit zusätzlichen Sirupen, Schlagsahne und Vollmilch. Ein großer Frappuccino kann leicht 400 bis 600 Kalorien enthalten. Um Konsistenz und Haltbarkeit zu gewährleisten, werden einige Produkte Konservierungsstoffe, Verdickungsmittel oder Stabilisatoren zugesetzt, das zum Beispiel im Verdacht steht, Verdauungsprobleme und teilweise Krebs zu verursachen. Viele Starbucks-Getränke enthalten künstliche Aromen oder Süßstoffe wie Sucralose und Acesulfam, insbesondere in light- oder zuckerfreien Optionen. Es gibt anhaltende Debatten über ihre langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen, vor allem für kardiovaskuläre Krankheiten, aber auch potenzielle Zusammenhänge mit Stoffwechselstörungen, neurologischen Störungen oder mit Problemen in der Darmgesundheit. Diese empfehle ich prinzipiell nicht einzunehmen. Die Kombination aus hohem Zuckergehalt, künstlichen Zusatzstoffen und hohem Kaloriengehalt in solchen Mischgetränken kann beim häufigen Konsum zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen. Dazu gehören ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Insulinresistenz und andere ernährungsbedingte Erkrankungen. Es ist eine ständige Achterbahnfahrt für den Blutzuckerspiegel und die Hormone, die der Körper langfristig nicht aushält. In the last decade, there were lots of trends popping up, milk alternatives, protein powders, so to say, healthy trends. I would say that not all of these trends make sense, but did you incorporate these trends in your business? Was it important for you? I think from a coffee perspective, the trends have been not as big, but we've obviously seen within the past 10 years, the milk alternatives being probably the biggest trend. Otherwise, you've got kind of waves in coffee. So the first wave being, traditional boiling coffee. The second wave, being all of these quick frozen products like a Nescafe and so on. And then you've got the espresso-based coffee, and now also nitro-based coffees on cans and so on. But this is more of an evolution of the coffee and how we brew it. On our juice side, obviously a lot went on, and we started incorporating spirulinas and protein powders and all of these things. But even us enjoying the juice, we were very late adopters to that. So we wanted to see what was sticking on and what was actually good. We were doing always a lot of tests all the time. How do we
preserve vitamins and minerals the best? What does heat do towards juice and so on? But for the coffee perspective, we were quite conservative and stayed with our traditional coffees. But I must say that, plant-based milks have really gotten to a level now where they are almost as good for me as a regular milk. In my business, I've never ventured into these frappuccino, pumpkin spice, because that for me is now no longer a coffee. It's a dessert, essentially, right? And that's not the type of business that I wanted to run. So we've always stayed away from that. And just as coffee can be addictive, you also know sugar is addictive, even more so than coffee. And that's what they're playing on there. Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass entkoffinierter Kaffee immer noch Koffein enthält. Um rechtlich als entkoffiniert bezeichnet werden zu können, muss der Kaffee 97% weniger als den ursprünglichen Koffeingehalt der Kaffeebohne enthalten. 5 Tassen entkoffinierter Kaffee kann der Menge Koffein von einer normalen Tasse Kaffee entsprechen. Menschen, die besonders sensibel auf Koffein reagieren, können die typischen Nebenwirkungen entwickeln. Daher sollte auch entkoffinierter Kaffee in Maßen konsumiert werden. Nur weil entkoffiniert draufsteht, sollte man es nicht trinken, als wäre es Wasser. Ebenso kann entkoffinierter Kaffee viele chemische Zusätze wie Lösungsmittel enthalten. Der übermäßige und fast schon missbräuchliche Kaffeekonsum ist in weiten Teilen der Gesellschaft normalisiert. 20% der Kaffeetrinker trinken 3 Tassen pro Tag, 15% trinken 4 Tassen und weitere 15% trinken mehr als 5 Tassen pro Tag. Durchschnittlich sind es 3,6, also aufgerundet 4 Tassen pro Tag. Sei es zu Hause, bei der Arbeit oder gesellig mit Freunden. Viele Menschen kennen die potenziellen Gefahren und langfristigen Auswirkungen eben nicht, wie zum Beispiel der potenzielle Schaden der Nebennierenrinde und der HPA-Achse. Obwohl Kaffee nur als leicht abhängig machen gilt, entwickeln viele Menschen eindeutig eine Form der Abhängigkeit, bei der sie ohne Kaffee nicht richtig funktionieren können, stetig müde sind und sich nicht konzentrieren können. Deswegen erfährst du im nächsten Kapitel alle Details über das richtige Cyclen von Koffein, wie ich das jahrelang schon empfehle und eben für meine Klienten immer individuell plane. Du wirst also alles über die richtige Anwendung lernen, damit du von den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen Gebrauch machen kannst, ohne dir Schaden zuzufügen und abhängig zu werden. Kaffee ist meiner Meinung nach auf Platz 2 der besten Stimulantien, die wir nehmen können. Natürlich wird es auch zum Thema Tee, meinem Spitzenreiter der besten Stimulantien, einen eigenen Nikki Brer Ultimate Guide geben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind denn die schlechtesten Stimulantien? Das sind ganz klar die in Gyms oft sehr gehypt werden. Energy Drinks und Pre-Workout-Mischungen. Der Hype ist auch kein Wunder, da die Unternehmen und Influencer damit Millionen verdienen. Aber Kaffee hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber diesen Produkten und sogar gegenüber Tee. Hier lautet das Stichwort Stim Cycling. Dafür ist Kaffee nämlich am besten geeignet. Diese Gründe werde ich auflisten und dir zeigen, wie man richtig Stim Cycling macht. Die Sache mit Kaffee ist, man darf stimulierende Stoffe wie Koffein nicht ständig ohne Pause konsumieren. Wie du jetzt aus dem letzten Kapitel weißt, binden die bioaktiven Stoffe im Kaffee an eine Vielzahl von Rezeptoren und wenn du ununterbrochen Kaffee trinkst, wird deine Toleranz immer höher und höher und dein Körper hat keine Chance, sich zu erholen. Das kann böse enden und irreparable Schäden anrichten. Wir kennen alle jemanden, der ohne seine 8 Tassen Kaffee am Tag nicht mehr funktioniert, immer müde und schlapp ist, wenn er keinen Kaffee hat. Das ist der direkte Weg zu dauerhaften Schäden an deinen Nebennieren, deiner Schilddrüse und damit deinem gesamten Stoffwechsel. Noch schlimmer, dein zentrales Nervensystem kann irreparable Schäden erleiden. Ein überlastetes ZNS regeneriert sich nur sehr begrenzt, denn ZNS-Zellen, insbesondere Neuronen, haben eine extrem langsame Regeneration. Wenn da was kaputt geht, bleibt es auch meistens kaputt. Um solche Nebenwirkungen zu verhindern, konsumierst du Stimulantien wie Kaffee in Zyklen, damit dein Körper, deine Drüsen und dein ZNS Zeit haben, sich zu erholen. Ein Stim-Cycle bedeutet, dass du gezielte Phasen einplanst, in denen du Kaffee konsumierst, aber eben auch Pausen machst, damit dein Organismus nicht überfordert wird. Ein Kaffee-Cycle hängt immer davon ab, was du erreichen willst. Deswegen erkläre ich dir die Logik und die Philosophie hinter Stim Cycling, wie du es richtig machst, über was du denken solltest und was du dabei vermeiden solltest. Wie einige von euch wissen, konnte ich mir einen meiner Kindheitsträume erfüllen, als ich mir damals vor mehreren Jahren einen Ferrari gekauft habe. Das ist ein guter Vergleich, denn mit Koffein ist es ähnlich. Wenn du ständig Gas gibst und den Wagen ans Limit pushst, muss der Motor auch mal abkühlen, sonst geht er kaputt. Dein Körper funktioniert genauso. Wenn du ihn ständig überlastest, ohne ihm Pausen zu gönnen, geht er irgendwann kaputt. Und viele Schäden lassen sich dann eben nicht mehr oder nur sehr schwer rückgängig machen. Wenn der Motor kaputt ist, kann er nicht mehr benutzt werden ohne Reparatur.
Beim Körper bzw. beim zentralen Nervensystem ist der Schaden jedoch in diesem Fall meist irreversibel. Eine Reparatur hilft da nicht wie bei einem Auto. Ein Kaffeecycle muss individuell berechnet, getimed und an deine individuelle Situation angepasst werden. Dabei spielt deine körperliche Situation eine Rolle, vor allem die Hormone, aber auch deine Motivation hinter dem Ganzen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum will ich überhaupt einen Kaffeecycle machen? Und zweitens, wie nutzt du die extra Energie, die du durch Kaffee bekommst, damit es überhaupt Sinn ergibt? Aber viele Leute wollen es einfach mal ausprobieren, ohne tiefergehende Motivation und Ziele. Das ist keine gute Idee, denn damit belastest du deinen Körper im Grunde unnötig. Ein Stim-Cycle macht dann eben nur Sinn, wenn du einen klaren Plan hast und weißt, wie du die extra Energie einsetzen willst. Eine weitere Anforderung an einen Stim-Cycle ist es, dass die Ernährung an sich sitzt und vollwertig und gesund ist. Denn wenn die nicht stimmt, kann dein Körper sich nicht schnell genug erholen. Wie schon gesagt, das zentrale Nervensystem regeneriert sich nur in der Peripherie, bedeutet, Schäden an deinem zentralen Nervensystem sind grundsätzlich irreversibel. Diese individuelle Planung erledige ich natürlich für meine Kunden im Coaching, sofern ein Stim-Cycle Sinn ergibt und es die Situation überhaupt zulässt. Hier ein paar Beispiele, wann ein Kaffeecycle tatsächlich Sinn macht. Während intensiver Klausurphasen habe ich selbst oft Kaffeecycles gemacht und das mit Nootropika kombiniert. Diese Kombination hat mir extrem Fokus gegeben und ich konnte Infos nicht nur effizienter aufnehmen, sondern mich auch schneller erholen. Nootropika wirken als kognitive Verstärker und modulieren die Neurotransmitter im Gehirn. Zusammen mit Kaffee entsteht eine starke Synergie, die deine Informationsverarbeitung nochmal auf ein anderes Level bringt. So konnte ich täglich 12 Stunden lernen, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Jedoch ganz wichtig, Finger weg von Nootropika, wenn man keine Ahnung hat. Selbst bei Kaffee haben nur die wenigsten Leute wirklich detailliertes Wissen über die bioaktiven Substanzen und ihre Wechselwirkungen im Körper. Und bei Nootropika wissen noch viel weniger Leute, wie man sie richtig und ohne Schäden anwendet. Also passt da bitte echt auf, wenn euch das Thema interessiert, lasst gerne einen Kommentar da, dann behandle ich das Thema in einem meiner Videos. So ein Cycle passt vom Timing her perfekt in eine typische Klausurphase, die zwischen 2 und 4 Wochen dauert. Wichtig ist, dass du dir 1-2 Tage vor der eigentlichen Klausur eine Pause gönnst und noch nicht mehr lernst, damit dein zentrales Nervensystem und dein Geist sich erholen können. Am Tag der Klausur trinkst du dann nochmal Koffein auf das frische zentrale Nervensystem, um deine Leistung in der Klausur selbst temporär zu maximieren. Aber auch hier, das Ganze funktioniert nur, wenn deine Ernährung wirklich on point ist. Denn der erhöhte Koffeinkonsum beansprucht deine Mitochondrien stark. Du brauchst also genügend Nährstoffe, um die Energiebereitstellung stabil zu halten. Ebenso rettet dich ein Kaffee nicht vor schlechtem Time-Management. Ein Koffein-Cycle ist nur die Kirsche auf der Torte, das heißt, erst müssen alle Basics sitzen, dann fruchtet es wirklich. In meinem Coaching biete ich meinen Klienten eine Time Management Masterclass mit über 40 Lektionen an. Dort zeige ich, wie man effektiv arbeitet, lernt, wie man mit seiner Zeit umgeht, wie man Zeit richtig kalkuliert, welche Philosophie, welches Mindset man adaptieren muss, um erfolgreich zu sein. Ich selber arbeite nach diesen Prinzipien und diese gehen Hand in Hand mit meiner Coaching-Methode, sodass Erfolg und maximaler Progress programmiert sind. Eine weitere Situation, in der ein Koffein-Cycle Sinn macht, ist, wenn du ein Plateau im Training erreicht hast. Dann kann ein zweiwöchiger Kaffee-Cycle helfen, dieses Plateau zu durchbrechen. Koffein steigert kurzfristig deine Kraft und Ausdauer. Das ist vor allem sinnvoll, wenn du sowieso vorhast, danach eine Pause einzulegen, wie zum Beispiel in einem Urlaub. Ich habe das früher gerne gemacht, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, wo ich mich dann erholen konnte und eher leicht trainiert habe, ohne super schwere Gewichte. Ohne Urlaub geht das natürlich auch, wenn ein wirklich hartnäckiges Plateau vorhanden ist beim Training. Aber ehrlich gesagt, bei den meisten ist das Trainingssystem ebenso mangelhaft, ohne dass sie es wissen, sodass man durch ein optimiertes Trainingssystem das Plateau leicht durchbrechen könnte, ohne den Körper mit Stimulantien zu überlasten. Gehen wir davon aus, dass die Ernährung sitzt, das Training sitzt, dann ergibt ein Stim-Cycle Sinn, um neue PRs, also neue persönliche Bestleistungen zu setzen. So I know you do lots of sports, and we also do together a lot of sauna sessions. Yeah. And we have a big project coming up next year that involves a lot of sports, Yeah. which is now it's a secret, but next year it will come. What benefits from coffee do you experience? You know, I start every morning, like this morning as well. Got up at 6 o'clock, went out for 50 kilometers on my bike in the mountains. I start with a cup of coffee. I feel that the caffeine from the coffee really wakes my body up, gets my body ready. I don't eat anything before I go out. The caffeine for me is more than enough. It gets my body really started. So for me and sports, caffeine is like quintessential. What I recommend is that you take it with sports when you want to have set new records, when you're training hard.
But I also recommend that there should be a phase where you don't take coffee, where you stop, so your central nervous system can recover more, so you experience less dehydration from all the sweating and the caffeine. So there always needs to be some balance, because it's very potent. Now I'm drinking this, just 3 sips, and I already feel my metabolism, like my hands are getting hot, and so it's very important actually, because I have not been drinking coffee now for a long time. I did not have any caffeine cycles, but mainly what you're saying is that you do high performance sports. I know that Alex is going 50 is an easy day. It's a small day. You did 50 because now we have a shooting. Otherwise, you would go even much more. And so it's for you. It's an important product to raise your performance. Yeah, but you're completely right. I also do cycles. I do sometimes I detox from caffeine completely, and I think it's important also to have these cycles where you get off it, and you find out that it's important when you start getting headaches and stuff because you're not getting your caffeine. I think it's very important to kind of also make the body understand that we're not dependent on the caffeine. Ich habe in meiner Karriere 18 Bodybuilding-Champions nacheinander hervorgebracht. Ich habe sie wörtlich kreiert, da es eine Form von Kunst ist, in der echtes Expertenwissen steckt. Die meisten Leute denken bei Wettkämpfen immer nur an Steroide und Hormone, aber was viele nicht wissen, Stimulantien und Diuretika sind mindestens genauso wichtig. Aufgrund meiner Vergangenheit in der Biochemie hatte ich entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Ich wusste, wie man Komponenten anwendet, von denen andere nicht mal wussten, dass sie existieren. So konnte ich meine Athleten extrem trockene, leane und definierte Körper aufbauen. Teilweise habe ich Juniorenathleten betreut, die sogar in den Männerkategorien gewonnen haben. Als Profiathlet kommt man um Stimulantien nicht drum herum, sei es als Bodybuilder, Fußballer oder Kampfsportler. Richtig gecycelt bieten sie einen enormen Performance-Vorteil. In diesen Fällen werden natürlich Spielpläne, Trainingscamps etc. berücksichtigt, sodass der Cycle dann am Matchtag während des Wettbewerbs oder zum Beispiel während des Boxkampfes piekt, damit die Athleten im entscheidenden Moment das Maximum ihrer Leistung und den maximalen Fokus an den Tag legen. Koffein als legales Stimulanz reicht hier vollkommen aus, um einen wichtigen Performance-Vorteil zu gewinnen. Man muss da theoretisch selbst als Profisportler nicht mal zu irgendwelchen illegalen Stimulantien greifen, zumindest bei den meisten Sportarten. Ich habe in meiner Laufbahn extrem viele Profisportler in den weltbesten Ligen der Welt betreut und kann dir sagen, wenn die Lichter der Arena auf dich scheinen, wenn es heißt alles oder nichts, das ist der Moment für deine Top-Performance, für den maximalen Fokus und Tunnelblick. Es gibt auch Special Events, in denen Koffein zwar Sinn macht, aber kein ganzer 2 bis 4 Wochen Cycle nötig ist. Da sind zum Beispiel eintägige Veranstaltungen wie Vorträge und Präsentationen oder allgemeine Termine, in denen du fokussiert sein musst. Für mich wäre so ein Event zum Beispiel eine Bergexpedition, wo ein Summit-Push über 16 Stunden dauern kann. In diesem Fall ist Koffein unverzichtbar. Diesen dosiert man natürlich jedoch sehr akkurat eben über diese 16 Stunden verteilt. Ein weiteres Event wäre zum Beispiel ein Date und du willst deine Performance im Schlafzimmer verbessern. Ich betreue auch einige der weltbesten Erotikfilmdarsteller und dort ist ein Kaffee vor dem Dreh oft ein guter Bonus, um temporär die Libido zu stärken. Koffein wirkt auch als Vasodilatator und erweitert die Blutgefäße, was die Durchblutung fördert. Aber auch hier kommt es auf die Dosierung und Anwendung an. Mehr als einen Kaffee vor dem Akt empfehle ich nicht, da durch den Anstieg von Cortisol und Adrenalin die Libido wieder sinken kann. Hier bedarf es Fingerspitzengefühl, die individuell richtige Dosierung zu treffen. Genau damit verbunden ist auch die Einwirkung von Kaffee auf Testosteron. Das Testosteron erhöht sich durch besseren Blutfluss, jedoch kann dieser Effekt schnell negiert werden durch eine Überdosierung oder zu lange Anwendung von Stimulantien, da es die Baselines der Stresshormone erhöht. Und wie wir wissen, können Stresshormone die Sexualhormone runterdrücken. Auch hier ist Fingerspitzengefühl und Erfahrung verlangt. Ein Stim-Cycle sollte nie länger als 4 Wochen gehen. Und das ist wirklich das Maximum. Optimal ist es, 2-3 Wochen zu cyclen. Wenn du länger als 2 Wochen im Cycle bist, solltest du anfangen zu bridgen und tapern. Das bedeutet, dass du die Dosis langsam runterfährst, damit du nicht abrupt aufhörst und einen krassen Sturz in der Leistung hast. Zwischen 2 Cycles solltest du mindestens die doppelte Zeit der Cycle-Dauer Pause machen. Wenn ein Cycle also 2 Wochen ging, dann mach mindestens 4 Wochen Pause, bevor du den nächsten startest. Das ist das absolute Minimum. Ich erkläre dir, was mit Bridgen und Tapern gemeint ist, an einem konkreten Beispiel, sodass du verstehst, wie so ein Stim-Cycle auch aussehen kann. Nehmen wir an, deine Klausurphase geht 3 Wochen. Deine härtesten Klausuren sind in der 2. Woche, dann würdest du in der 1. Woche jeden Tag 1 Tasse trinken. Die 2. Woche würdest du 2 Tassen am Tag trinken und diese würdest du so timen,
dass du die erste direkt morgens trinkst, zum Beispiel gegen 8 Uhr, und die zweite mittags, zum Beispiel gegen 14 Uhr. Es ist nicht zu empfehlen, Kaffee nach 16 Uhr zu trinken, da dies mit deinem Schlaf negativ interagieren kann und du dich nicht schnell genug bis zum nächsten Tag erholen würdest. Die dritte Woche würdest du dann wieder eine Tasse am Tag trinken. Diese Pyramidenstruktur nennt man Tapern. War dieser Cycle für dich hart und du merkst, dass dein zentrales Nervensystem wirklich überlastet ist, was man an Parametern wie den Blutdruck erkennen würde, den übrigens alle meine Klienten unter anderem deswegen täglich messen müssen, dann würdest du bridgen. Was bedeutet, dass du die 4. Woche einen milden grünen Tee morgens trinken würdest, damit das Absetzen nicht so abrupt ist und du nicht in ein Loch fällst. Ein weiteres Beispiel, du fliegst in 2 Wochen in den Urlaub und du willst die letzten 2 Wochen vor dem Urlaub nochmal neue Rekorde im Training setzen, damit du dich im Urlaub sowieso erholen kannst. Du trinkst die erste Woche einen Kaffee morgens, die zweite Woche trinkst du wieder 2 Kaffee am Tag versetzt und dann trinkst du in der ersten Absetzwoche danach nur noch einen grünen Tee morgens. Das Bridgen mit dem grünen Tee am Ende ist nicht immer notwendig. Es kommt dort wirklich drauf an, auf deine Körperparameter, wie der Körper auf den Cycle dann auch dementsprechend reagiert hat. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass es hierbei eine wichtige Technik und Logik gibt. Nach deinem Cycle, wenn man nun wirklich alles abgesetzt hat, dann kommen beruhigende Extrakte ins Spiel. Beruhigende Tees, ich empfehle vor allem Kamille, Lemongrass, Kräuter, Granatapfeltee. Lavendel- und Baldrianextrakt wirken ebenfalls sehr gut. Hier wäre es auch möglich, auch ebenfalls je nach Körperreaktion Ashwagandha zu cyclen, nach sehr, sehr starken Koffein-Cycles. Ich helfe natürlich dabei, solche Cycles individuell zu planen, zu konstruieren und zu timen, auch mit der Ernährung, sodass alles effizient und schadenfrei verläuft und auf deine persönliche Situation abgestimmt ist. Ich habe euch, meine lieben Follower, auf Instagram gefragt, was ihr zu Kaffee wissen wollt. Ich habe mehr als 1000 Fragen erhalten und versucht, alles, was relevant ist und sich auch oft wiederholt, in meinem Guide zu inkludieren, damit ihr nichts verpasst. Ein paar Fragen werde ich jedoch einzeln beantworten. Wladimir Simonov fragt: Eine Tasse schwarzen Kaffee am Tag. Gut. Wie du jetzt seit dieser Ultimate Guide weißt, hat schwarzer Kaffee sehr viele aktive Compounds, die sehr potent auf deinen Organismus wirken. Viele verharmlosen das oder sind sich den Gefahren eines konstanten Kaffeekonsums nicht bewusst. Von daher selbst eine Tasse schwarzen Kaffee am Tag im Jahr, das ist viel zu viel. Man sollte Kaffee, auch wenn es nur einer am Tag ist, periodisch cyclen, wie ich dir das gerade erklärt habe. Wolf 8950 fragt: Wie schafft man es, von Kaffee loszukommen? Wenn man monatelang, jahrelang auf Kaffee oder Stimulantien war, kann man einfach kalt absetzen, weil weiterer Konsum ist schädlicher, als wenn du es einfach kalt absetzt, was natürlich auch seine Gefahren hat. Ich habe vielen Menschen beim Absetzen geholfen, sodass der Prozess vom Absetzen geschmeidig und safe funktioniert. Es ist ein komplexer Prozess, der auch mit Blutanalysen in Verbindung steht. Wenn du aber keine Ahnung hast von solchen Prozessen und auch meine Hilfe nicht willst, dann kannst du einfach kalt absetzen, denn wie gesagt, der weitere Konsum führt zu mehr Schaden als das potenzielle kalte Absetzen. Alice Zara fragt: Was schaust du im Blut für Werte an? Wenn es um Kaffeeabsetzen und Blutwerte geht, schaut man sich vor allem die Schilddrüsen- und Sexualhormone an. Man könnte sich auch Stresshormone und Parameter anschauen, die mit der Gehirnchemie zu tun haben. Allerdings macht das Ganze oft unnötig teuer und kompliziert. Wenn man sich die zweite Schicht anschaut, die sehr reaktiv ist und auch repräsentativ ist für die aktuelle gegebene Situation, das sind dann eben die Schilddrüsen- und Sexualhormone. Die sind dann vor allem relevant. Luca Oppe fragt: Um wie viel Uhr den letzten Kaffee, um den Schlaf nicht zu stören? Ich empfehle, keinen Kaffee oder Stimulantien 8 Stunden vor dem Schlaf zu nehmen. Wenn du also um 22 Uhr schlafen gehst, solltest du maximal um 14 Uhr deinen letzten Kaffee trinken. Also maximal. Francisco Balbas fragt, ob Kaffee Auswirkungen hat auf die Psyche, also sowas wie Angstzustände und Panikattacken. Wie in diesem Guide beschrieben, hat Kaffee eine potente Wirkung auf das zentrale Nervensystem, die Gehirnchemie und auch die Stresslevels. Wenn man es übertreibt, mündet das in Panik, Anxiety, Unwohlsein, Konzentrationsstörung und Angst. Ebenso können Probleme mit dem Darm entstehen, die das Ganze noch als Katalysator beschleunigen und auch noch verschlechtern. Paulito88 fragt, ob Kaffee sich so verbreitet hat, damit die Leute Arbeitsbienen sind, damit die ihre To-Dos abhaken. Ich denke nicht, dass es der Hauptgrund ist, deswegen sind wir sehr sorgfältig die Geschichte von Kaffee durchgegangen. Allerdings ist das heute ein stark treibender Faktor. Der Chef stellt die Kaffeemaschine ins Büro, damit die Arbeiter ihren Konzentrationsboost bekommen. Dieser soll dann am besten nicht gecycelt werden, sondern nonstop durchgenommen werden. Jeden Tag im Jahr, jeden Arbeitstag auf Kosten der Gesundheit des Arbeiters, nonstop über das Jahr komplett durch.
Ich habe noch nie gesehen, dass ein Arbeitgeber auf die Gefahren von stetigem Kaffeekonsum jemals hingewiesen hat. Michael fragt, welche Sorten am meisten Sinn ergeben. Die besten Sorten sind, wie gesagt, Arabica, Gesha aus Panama, Jamaica Blue Mountain aus Jamaika oder Hawaiian Kona Kaffee aus Hawaii. Unter diesen Sorten wird es auch je nach Hersteller Unterschiede geben. Diese Sorten sind aufgrund des Klimas, der Böden und der Location, wo sie wachsen, biochemisch am wertvollsten und auch am sichersten. Okay, Alex, so you as a coffee expert who ran a huge worldwide business and coffee was the main product, what is your favorite coffee? You know, I drink a cortado, and a cortado is it's a bit bigger than a macchiato. It's actually, we'll order one and then I can show you what it is. Elliot, can I get a cortado, please? Two. 2 cortados, please. 2. Thank you. I don't even know what it is, to be honest. It's like a very small cappuccino. It's a 50-50 steamed milk and espresso. For me, that gives a perfect balance and like sweetness from the lactose in the milk. It brings out like the dark chocolate flavors of the espresso. From Alex, you never stop learning. He knows everything about everything. Oh, here comes coffee. Thank you. Thank you, Elliot. Thank you very much. No, that's good. Thank you. Thanks. Thank you so much. So yeah, let's try. Cortado by the master. Cheers. Wow. Yes, it's like a mix of coffee and cappuccino. Yeah. It's very nice. And it's also, for me, it's the right size. Like I don't have time to, you know, drink a whole bucket of coffee, but I also want to enjoy it more than just a quick espresso, although I also do like a quick espresso. So this is like the perfect combination. PHK Privat fragt, wie viel Kaffee sollte man maximal konsumieren? Ob Kaffee oder Stimulantien oder selbst billige Pre-Workouts, was ich eben nicht empfehle. Ich empfehle nie mehr als 200 Milligramm Koffein am Tag zu überschreiten. Das sind ca. 3 Tassen Arabica-Kaffee. Selbst bei den großen Bodybuilding-Panzern, die ich betreut habe, die über 120 Kilo wogen, habe ich nie mehr als 300 Milligramm Koffein angeordnet. Und das tief in der Preparation für einen Wettkampf. Profikämpfer, die ich in der UFC oder im Profiboxen betreut habe, habe ich auch nie mehr als 300 Milligramm Koffein angeordnet, weil eben mehr zu kurzfristigen Dysbalancen führen kann, wie zum Beispiel Konzentrationsschwäche oder Unterzuckerung. Das will man nicht mitten im Kampf erleben. Für normale Menschen setze ich die Maximaldosierung bei 200 Milligramm Koffein maximal am Tag. Wobei ich auch helfe, ist Kaffee nach langfristigem Konsum richtig abzusetzen, wenn Menschen Kaffee falsch und übermäßig konsumieren. Das richtige Absetzen ist hier wichtig, um bereits vorhandene Schäden zu minimieren und ihr zentrales Nervensystem und ihre hormonelle Reaktion so wiederherzustellen, dass auch hier keine Schäden entstehen. Kaffee ist kein Genussmittel, das du einfach so dauerhaft konsumieren solltest. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, im Büro für deinen Chef zu schuften und dabei 8 Tassen Kaffee am Tag zu trinken. Es gibt einen Grund, warum in vielen Büros überall Kaffeemaschinen stehen. Kaffee steigert die Produktivität, indem es die Dopaminausschüttung und die kurzfristige kognitive Leistung erhöht. Aber der Preis dafür ist die Gesundheit der Angestellten. Und das ist auf Dauer keineswegs nachhaltig oder intelligent. Wenn du gesund lebst, dich gut ernährst und Sport machst, dann ist es kein Problem, mal einen Kaffee zu trinken, wenn du dich mit Freunden triffst oder ein Date hast. Make it a nice hangout place to use the social strength of coffee, because I assume people go on dates together to have a coffee, to have business meetings. Yeah. So how did you plan it? Our places were very much designed to become hangout spots. And that is, obviously, when you have a consistent product, then it's everything around it that also needs, or that comes into play. So for us, it was like very good design. A lot of the things that we're doing here as well, like the sound needs to be great. The lighting needs to be really good as well. So all of this that will make you comfortable within the environment. And the coffee is like the sprinkle on top that binds people together. Now, obviously, one without the other doesn't work. So if you've created a really nice place, but your coffee is inconsistent or undrinkable, then nobody's going to come. And on the other hand, if you've got this very cold space where it's not very nice to hang out, but your product is excellent,
then people are also not going to want to come back because, like you said before, the competition is quite fierce, you know? So it needs to be a very good combination of these two things. Obviously, for us, location was key as well. You know, being in very trendy places already was definitely a big part of our success. What was your location when you were at your peak? Where did you hang out? In what city? And what famous persons or VIPs came to your location to hang out? My favorite Joe and the Juice and where I used to hang out a lot was on Spring Street in New York. It's like right in the middle of Soho. You know, it's very buzzing with very creative people. There's a lot of people there also who work freelance, which was really cool for the dynamic in the coffee shop as well. We had a lot of cool people working on like multi-million-dollar startups and companies that were just on their laptop working from the cafe. It gave some amazing conversation. You know, we had a lot of the Victoria's Secret models used to hang out in the store, which obviously paints a beautiful picture as well. You know, everybody from Leonardo DiCaprio, David Beckham, all the guys used to come in. And that is also because the area was a really, really cool area, right? So location is a very big thing. To be honest, you got me with the Victoria's Secret models. If there is a cafe where they are, just let me know because this is where I'm going to drink my coffee. Joe and the Juice in Spring Street. Good to know. I will go there at some point. The models are still there? I expect so, yeah. We go together? We can go together. Nice. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Kaffee hauptsächlich eine Stimulanz ist und du es auch so sehen solltest. Wenn du das maximale Potenzial dieses Mittels entfalten willst, dann ist es immer mit einem Ziel und einem Plan verbunden. Und zu diesem Ziel zu kommen, brauchst du ebenfalls Systematik und Wissen. Hier ist das Stichwort Systematik und ich betone noch einmal das Wichtigste. Stim-Cycles oder Koffein-Cycles macht man nur aus bestimmten Gründen. Für einen bestimmten Zweck, für einen temporären Boost, von dem man sich wieder effizient erholt. So und nicht anders. Außerdem behalte im Kopf, dass ein Stim-Cycle nie eine Kompensation für fehlendes Time-Management oder eine schlechte Ernährung sein sollte. Ein Koffein-Cycle ist immer die Kirsche auf der Torte. Wenn Leute an Fitness-Coaching denken, dann sehen sie meistens aufgepumpte Bodybuilder mit Proteinshakes und Muskelshirts. Gerade beim Thema Kaffee ist das Gegenteil der Fall. Fast jeder trinkt Kaffee, von Studenten, Handwerkern, Büroarbeitern bis hin zu Profisportlern. In allen Bereichen des Lebens ist es sinnvoll, die Performance im Einklang mit der Gesundheit zu steigern. Das ist das, was ein richtiges Coaching machen sollte. Die Gesundheit zu maximieren und dadurch das volle Potenzial zu entfalten. Ich betreue zum Beispiel viele Businessleute, die teils 12 Stunden am Tag arbeiten und merken, dass sie die extra Energie brauchen, weil sie sonst diese Arbeitslast einfach nicht stemmen können. Am Anfang, wenn sie zu mir kommen, sind viele so krass auf Kaffee angewiesen, dass sie 8 Tassen pro Tag trinken und dann schon Nebenwirkungen haben und sich in einer Abwärtsspirale befinden. Hier helfe ich ganz gezielt, den Kaffeekonsum runterzuschrauben und eine gesunde hormonelle Balance wiederherzustellen. Das sieht man auch in den Blutwerten vorher und nachher. Hier gibt es zum Beispiel auch Fälle, in denen die Schilddrüse nicht mehr korrekt arbeitet und dann versucht wird, mit Kaffee die fehlende Energie auszugleichen, was es im Endeffekt nur noch schlimmer macht. Wenn man solche Probleme zielgerichtet angeht, schafft man es relativ schnell, alles wieder auf ein normales Level zu bringen, ohne irgendwelche Supplements, Medikamente oder Stimulantien zu nehmen. Ich betreue auch viele Studenten, die meistens zu mir kommen, weil sie primär besser aussehen wollen und auch effektiver lernen wollen. Aber auch hier profitieren sie immens von der Leistungssteigerung, die mit einem gesunden Körper und Geist einhergeht. In diesen Fällen unterstütze ich dann dabei, zu schweren Klausurenphasen einen Kaffeecycle zu planen und durchzuführen, um die Performance von 100% auf 120% zu pushen. Denn man muss ehrlich sagen, in der heutigen Welt macht es einen Unterschied, ob man das Studium mit 1,4, 1,8 oder 2,4 abschließt. Und genauso macht es einen Unterschied, ob man selbstbewusst ist, gesund aussieht, wenn man in ein Vorstellungsgespräch geht, einen Sales-Termin hat oder ein Business-Meeting hat, ob man gähnt, ob man Augenringe hat, ob man einen dicken Bauch hat. Das sind alles Faktoren, die dein Potenzial, das du entfalten kannst, beeinflussen und auch unterbewusst von anderen Menschen wahrgenommen werden. Deswegen macht es auch bei gesundheitlichen Problemen wie Übergewicht Sinn, zu ganz bestimmten Zeitpunkten in der Weight Loss Journey Kaffee einzusetzen, wenn alles genau geplant und umgesetzt wird. Denn wie ihr jetzt wisst, ist Kaffee eine Belastung für das System und daher müssen die grundlegenden Körperfunktionen erstmal stabilisiert sein und dann kann man das extra Potenzial mit Kaffee rausholen. Das macht auch vor allem bei meinen Sportlern großen Sinn, wenn zum Beispiel ein Kampf bevorsteht, ein wichtiges Spiel oder ein Wettbewerb.
Ich habe nicht nur etliche Bodybuilding-Champions kreiert, ich betreue Champions in verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Ringen und MMA und Top-Leistungssportler in den höchsten Ligen wie NBA, Fußball-Champions League oder Olympia. Gerade da, wo die Konkurrenz auch auf einem absoluten Top-Niveau ist, braucht man eine wirklich tiefgreifende Expertise von biochemischen Prozessen, Ernährung, Trainingssystem und dem Körper im Allgemeinen, um da mithalten zu können. Deswegen egal, ob ihr gesundheitliche Probleme habt, vom Kaffee runterkommen wollt, allgemein eure Leistung steigern wollt oder einfach besser aussehen wollt, ich helfe in allen Fällen individualisiert und gebe euch Wissen mit auf den Weg, das ein ganzes Leben lang anhält. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, und auch alle Transformationen im Detail ansehen wollt, checkt gerne mein Instagram @nikibra, sendet mir eine DM oder geht auf meine Website www.nikibra.com oder www.nikibra.de. Da seht ihr alles im Detail und könnt euch auch direkt anmelden. Ich bin mir sicher, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann habt ihr mehr Wissen über Kaffee als 99% der Leute da draußen. Alex, thank you very much. It was a pleasure having you on the Nikibra Ultimate Coffee Guide. I could not think of a better person than you being here sitting on the chair, telling people what to do, what not to do. Great advice. Like I said, I don't know any person who knows more about logistics, about food and beverage industry. I mean, you had Joe and the Juice, which is an international coffee company. You find it all over the world nowadays. So it's really crazy. I could not think of a better person to teach the people what to do, what not to do. You gave great advice today, and I advise all people, come to the Agora Hotel. It's my favorite hotel. I hang out here a lot. This is where I met Alex. It is a great place, and here you find not only great coffee, you find amazing food. Alex, he does not know only about coffee, he knows about food in general. Mexican food, Japanese food, local food. I don't know any person who knows so many details about how to prep the food, how an omelette should be, how a coffee should be. He has really amazing knowledge, which I don't have, because I know what food is good, what food is bad, what it does in your body, but I don't know how an omelette should be prepared on a table by a Michelin star chef. Alex knows all of these nuances because it was a huge business, so it is a huge pleasure that it is amazing. It is crazy privilege to have you here, and I thank you very much that you took your time, that you are here in the Ultimate Guide. The pleasure is mine. I cherish our sauna sessions a lot. And Nikki is, of course, the sauna master, and you've taught me so much about the benefits of sauna, and I really, really cherish our moments in the sauna, getting super heated and really feeling great afterwards. So, I'm still learning about many things, and I think at the end of the day, you're also on a great path. It's about tasting what's good and also what's not good, and then you get to kind of segment what you like and what you don't like. It's the same with coffee. It's the same with wine. Today you tasted a great omelette. Tomorrow, somewhere else, you might taste a bad omelette, and then you know what your preference is. And I think that's the important thing, going through life. It's about finding your preferences, what do you like, and then navigating kind of towards that. Absolutely. Alex, thank you very much. Guys, I hope you enjoyed it. It's a big, big privilege to have Alex here on our video on the Ultimate Guide. I hope you enjoyed it, and we continue with the video. In meinem Ultimate Guide steckt unglaublich viel Arbeit, so ein Thema bis ins tiefste Detail zu beleuchten. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr ein Like dalassen könnt und mich abonniert, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Schickt das Video auch gerne denjenigen, die Probleme mit Kaffeekonsum haben, um sie aufzuklären. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren und ich versuche bestmöglich darauf einzugehen. Wie auch bei allen Nikibra Ultimate Guides sind meine Videos wie ein Nachschlagwerk. Denn wenn irgendwelche Fragen offen sind zu diesem Thema, schreibt es in die Kommentare und ich werde diese Lücken füllen. Seid gespannt, es werden noch viele, viele interessante Videos in der Zukunft kommen. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Vorbeischauen und ich bedanke mich dafür, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Und denke immer daran, Prophylaxe ist günstiger als Therapie.